Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und es wird leider wieder brutal lecker heute und für mich vielleicht auch ein bisschen teuer. So, was schauen wir uns an? Und zwar zwei Kniften habe ich hier unterm Tisch. Zunächst einmal das sehr, sehr sexy Teil und das kennt ihr aber bereits. Bedeutet, das Ganze nennt sich E&C Skeletor und die habe ich euch bereits damals in der Generation 2, glaube ich, war das. In der zweiten Generation ganz kurz mal in dem Video einmal vorgestellt. Wie gesagt, sehr ausgefallen, aufgefräst, vielleicht eher ein bisschen was für Speedsofter oder für Call of Duty Fans oder sowas. Milsimmer bricht jetzt wahrscheinlich im Strahl, ist natürlich Geschmackssache. Aber wie gesagt, sehr ausgefallen und ich finde auch gerade diese Kombination Schwarz und dieses metallische Weinrot finde ich einfach mega, mega sexy. Passt wunderbar zu meiner Witcher. Also das Modell schauen wir uns an, denn auch dieses Skeletor ist jetzt einmal in der 4. Generation verfügbar. Und ich habe es euch schon öfters gesagt, die 4. Generation E&C habe ich mir damals gespart, denn natürlich auch diese SMR16 Modelle, die MK18, die gibt es ja jetzt schon etwas länger bei Bugatti in der Gen 4, habe ich mir aber damals gedacht, Mensch, nur weil jetzt das Hopper besser ist oder das Bucking und der Tensioner besser ist, brauche ich nicht nochmal so viel Zeit investieren, um euch jetzt letztendlich die Gen 4 auch vorzustellen. Ich muss aber auch sagen, habe ich vielleicht ein bisschen was verpasst, denn die Modelle sind wirklich sehr, sehr lecker. Und auch vom Klangbild hat E&C auch noch ein bisschen nachgelegt. Also, auch dieses Skeletor in der Gen 4 jetzt erhältlich mit Federschnellwechselsystem, komplett ambidextrous, also beidseitig nutzbar, Bolt-Catch-Funktion natürlich, Speed-Trigger zum Einstellen, also alle Features, wie man es einfach aus der Gen 4 kennt, Tuninglauf 603, optimiertes Hop-Up-System, wie gesagt, jetzt hier auch in der Generation 4 verfügbar. So, und jetzt da, wie gesagt, für Milsimmer vielleicht nicht unbedingt was, aber ich habe noch ein Modell. Ich greife mal kurz in meinen Sack rein. Nein, ich habe noch ein Modell mir schicken lassen und das feiere ich brutal. Schaut euch mal dieses elegante und wunderschöne AR-15 Modell an. Ja, es ist wieder eine AR-15, aber es ist halt einfach eine geile AR-15. So, ihr könnt es vielleicht schon ein kleines bisschen erkennen, nennt sich E&C BC9 in der Gen 4. Wie gesagt, das Ding hört sich brutal gut an, Zylinderhead, Sorbopad optimiert, Shimming ist sauber. Und hier könnt ihr vielleicht schon ein kleines bisschen dran erkennen, BCM Griff ist einmal dran, BCM Schiebeschaft ist einmal dran, Geissli Vorderschaft, MK16 und ein sehr ausgefallener und mega sexy Mündungsfeuerdämpfer ist ebenfalls eher an dem Ding einmal montiert. Und warum ich das Modell jetzt so unheimlich feiere, schaut euch mal diese Farbkombination an. Das Ganze nennt Bugatti B-Color in Schwarz, also Black. Und den oberen Farbton nennen sie Sunset Grey. Sonnenuntergang? Nee, doch Sonnenuntergang Grau letztendlich. Hier muss ich euch aber leider sagen, ich habe gestern schon mal ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich bekomme die Farbe leider aufgrund der Beleuchtung nicht ganz gut dargestellt bei den Videoaufnahmen. Bedeutet, es wirkt in den Aufnahmen fast ein kleines bisschen heller, wie es in Wirklichkeit ist. Erinnert ein bisschen an den Bronzeton, aber dennoch irgendwie gräulich, also richtig, richtig geil. Und auch wenn man sich die Farbe mal ganz genau anschaut, hat man ebenfalls in der Beschichtung so leichte Flakes drin, wie man es zum Beispiel von dem Cerakote, von dem Tungsten kennt, wenn ihr das vielleicht schon mal gesehen habt. Da habt ihr auch so ganz, ganz feine metallische Partikel drin. Und es sieht einfach mega, mega sexy aus, das Ding. Also richtig geil vom Farbton, ultra modern, schön kompakt, genau richtig von der Länge her, sehr leichtes Modell. Wie gesagt, die feiere ich und dementsprechend werde ich meinen Fokus vielleicht oder vermutlich kleines bisschen auf die BC9 legen. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Beginnen wir wie üblich wieder zunächst mal beim Lieferumfang dieser beiden Kniften. Wir beginnen erstmal bei der BC9, wie sie auf dem Tisch steht. Da habt ihr im Karton erstmal so eine Standard-Gebrauchsanweisung enthalten und Sicherheitsanweisung. Das Ganze aber leider doch recht veraltet, muss man sagen.
Bedeutet, hier wird auf High-Cap-Magazine eingegangen, hier wird aufs Hop-Up-System eingegangen, noch seitlich zum Einstellen, also nicht Rotary, Feder-Schnellwechselsystem, sucht er vergebens drin. Und auch bei den Akkus stehen noch Nimha-Akkus drin. Also da könnte man das Ganze vielleicht doch irgendwann mal aktualisieren, denn die Gebrauchsanweisung passt nicht wirklich zu der Knifte von der technischen Seite. Aber wie gesagt, es ist eine dabei und das meiste ist natürlich selbsterklärend. So, dann Speedloader ist dabei, braucht man, denn auch hier sind letztendlich wieder 2 Midcap-Magazine dabei. Ja, Gott sei Dank kein Highcap, sondern 2 Stahlblech-Midcaps. Finde ich klasse, komplett im Lieferumfang 2 Magazine direkt mit drin. So, und was ich jetzt ebenfalls sehr geil finde, ihr seht, die BC9 hat eben diesen Geissli-Vorderschaft mit M-Lock, also ultra schlank vom Griff her, fühlt sich mega an. Und wenn ihr jetzt aber schon irgendwie Zubehör zu Hause habt, irgendwie einen Griff, einen Handstop, wollt hier seitlich irgendwas montieren, was aber für Pickrail ausgelegt ist, dann packt euch E und C bei der Knifte sogar noch 3 Aluminium Picatinny M-Lock-Schienen mit dazu. Und das habe ich bis jetzt noch bei keinem anderen Hersteller einmal gefunden. Bedeutet, wenn ihr sowas braucht, dann bezahlt ihr meistens für so ein Alu-Kit, was kosten die gut günstig in China, irgendwo vielleicht 15 Euro, 20 Euro oder sowas und ist eben im in unterschiedlichen Längen enthalten. Bedeutet, könnt ihr euch einfach hier seitlich, wenn das braucht, einfach einmal hinschrauben. So, hier bitteschön, dann habt ihr hier Picatinny-Aufnahme oder unten irgendwie von Griff hin. Nehmt ihr halt eine Kürze oder braucht die lange, je nachdem. Also hier super, gleich Pickrails mit dabei. Und ich habe es auch mal nachgezählt. Es ist sogar eine Arretierung und eine Schraube mehr in diesem Tütchen enthalten. Also wenn ihr mal eine Schraube verliert oder so eine Klemmvorrichtung, einmal noch als Ersatz ebenfalls noch mit drin. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Laufreinigungsstab. Da hat man leider nicht dran gedacht. Aber ich würde sagen, der Lieferumfang out of the box komplett und vollständig. Bis auf den Reinigungsstab. So. Von der technischen Seite gibt es nichts großartig durchzusprechen, nur die Lauflänge beträgt jetzt hier bei der BC9 200 mm mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Bedeutet aber auch, hier wäre meiner Meinung nach fast noch ein bisschen mehr möglich gewesen, denn der Inner hört circa hier auf. Bedeutet, er hätte vielleicht nochmal um 25 mm, 30 mm vielleicht länger sein können. Macht jetzt aber einen Bock nicht fett, denn ihr werdet es dann im Chrono sehen, die Knifte drückt auf vielleicht sogar ein bisschen zu viel Energie, obwohl der Lauf relativ kurz ist. Vom Verhältnis, vom Volumen ist ein Typ C-Zylinder drin und dementsprechend kommen die Knifte auf ein Verhältnis von 2,7:1. Bedeutet letztendlich so viel Luft drin, da könnt ihr rausdrücken an Kugelgewicht, je nachdem, auf was ihr Lust habt. Wenn ihr Bock habt, 0,45 durchzudrücken, ja gut, dann drückt ihr halt 0,45 Gramm durch, wird aber vermutlich das Magazin nicht auf Dauer feeden können. Am besten 0,3 oder 0,32, wie üblich. Der Lieferumfang bei der Skeletor ist dann nahezu identisch bis auf die Picatinny-Schienen. Bedeutet, hier habt ihr auch wieder 2 Magazine dabei und beide sind eben in diesem Weinrot eloxiert, glaube ich. Es sieht einfach mega geil aus, so ein leichtes metallisches Dunkelrot. Wie gesagt, ich finde es sehr sexy, aber ist Geschmackssache. Nur die Pickrails sind hier eben nicht enthalten, denn der Vorderschaft besteht bereits aus einer Kombination. Bedeutet, ihr seht hier, hat der Vorderschaft, das müsste auch irgend so ein Geissli sein, genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Hier auch einmal M-Lock letztendlich für die Montage, auch unten M-Lock und dann aber im vorderen Bereich das Ganze gepaart bzw. kombiniert eben mit Picatinny-Schienen und noch QD-Aufnahme für QD-Sling-Swivel oder halt Trageriemenaufnahme. Einmal hier und ebenfalls einmal hier in der Mitte. Bedeutet letztendlich, hier brauchen wir keine zusätzlichen Picatinny-Schienen bei dieser Skeletor. Es gibt von der technischen Seite einen kleinen Punkt zu beachten. Die Lauflänge ist jetzt bei dem Modell 235 mm, ebenfalls 6,03 mm Innendurchmesser. Also ein kleines bisschen länger wie die BC9 von gerade. Was ihr aber vielleicht schon seht, die Mündungsbremse ist hier ganz, ganz leicht im Vorderschaft versenkt. Vielleicht um 5 mm. Dadurch bekommt ihr aber maximale Schalldämpferattrappen und Tracer mit 32 mm Durchmesser draufgeschraubt. Wenn ihr aber jetzt irgendwie noch einen Washer, so einen Spacer oder irgendwie mit 5 mm findet, dann ballert das Ding direkt vorne bündig drauf und dann interessiert der Durchmesser nicht. Also ihr müsst jetzt hier keine Laufverlängerung oder sowas verwenden. Wie gesagt, ein bisschen oder ein fetter O-Ring würde auch schon langen. Wie gesagt, ihr müsst nur diese
ja, geschätzt 5 mm einmal ausgleichen, wenn der Schalldämpfer oder die Schalldämpferattrappe größer gleich 32 mm ist. So, vom Chrono schon angesprochen, hier bei dieser Skeletor liege ich eigentlich auf dem gleichen Niveau wie Begadi, nur diese BC9 hat ein kleines bisschen mehr Energie gedrückt. Haken wir den Chronotest ab und wie ihr gesehen habt, diese kleine BC9 200 mm Lauf, out of the box, fast schon ein kleines bisschen viel Energie, muss man sagen. 1,65 Joule mit 0,2 und 1,7 mit 0,3. Wenn ihr 0,32 Gramm reinpackt, seid ihr sogar schon bei 1,75. So, aber macht jetzt den Bock nicht fett. Wie gesagt, relativ viel Energie für so eine kompakte Knifte, aber natürlich E und C Generation 4 bedeutet hinten weiterhin das unheimlich geile und benutzerfreundliche Feder-Schnellwechselsystem vorhanden. Bedeutet, auch hier ist es euch in wenigen Minuten möglich, das Modell runter zu drosseln. Wenn ihr das Modell nur mit 1 Joule spielen wollt in der Halle, 1 Joule, 1,2 Joule, ist eben absolut kein Problem aufgrund des Feder-Schnellwechselsystems. Und wenn wir uns die Knifte einfach mal anschauen, der Vorderschaft, das müsste 9,5 Zoll sein. Sie ist einfach relativ kompakt und ich finde, bei der Länge und so wie die Knifte daherkommt, eigentlich auch wieder ein sehr schöner Allrounder. Bedeutet, die kann man auch problemlos mal in der Halle spielen oder sowas oder auf kleinen, kompakten Gelände. Man kann sie aber jetzt auch hernehmen und kann sie von mir aus im Woodland mit 1,7 oder 1,8 Joule spielen. Und wie gesagt, ein schöner, sehr, sehr schöner Allrounder. So, dann würde ich darauf hingewiesen, dass ich mich in den Videos teilweise oft wiederhole. Ja, das fällt mir beim Schneiden auch teilweise auf. Bedeutet, ich erzähle immer bei den Allgemeininformationen relativ viel und zeige es dann bei der Verarbeitung in der Nahaufnahme nochmal. Das werde ich heute versuchen zu verbessern. Bedeutet, ich werde jetzt bei den Allgemeininformationen werden wir die gesamte Knifte einmal komplett durchsprechen und später in der Verarbeitung nur noch so ein paar kleine Details in der Nahaufnahme, die ich für wichtig erachte, wo man einfach ein bisschen mehr Details im Bild haben muss. Also allgemeines BC9, fangen wir vorne an, Mündungsbremse sehr ausgefallen, sehr, sehr schön, CNC gefrästes Aluminium, ganz viele kleine Bohrungen und Löcher drin. Das müsste, wie heißt denn das Ding? V-Tor oder Vitol oder keine Ahnung, müsste mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, da gibt es auch ein reales Vorbild zu der Mündungsbremse. Das ist, glaube ich, nur ein Überzug hier außen über einer normalen oben drüber. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr die kennt, gerne mal kommentieren, würde auch definitiv auf anderen Kniffen von mir sehr gut aussehen. Also hier schöne Mündungsbremse oder schöner Mündungsfeuerdämpfer direkt einmal im Lieferumfang enthalten. Standard 14 mm Linksgewinde und dementsprechend auch außenliegend kompatibel zu Schalldämpferattrappen oder Tracer. Bedeutet, hier müsst ihr nichts irgendwie vom Durchmesser beachten, denn das Gewinde sitzt eben weiter vorne im Vorderschaft. So, nur wieder aufpassen für Einsteiger. Natürlich, Mündungsbremse wird im unteren Bereich
wieder mit einem kleinen Gewindestift gesichert, bedeutet 1,5 mm Inbus. Erst den Gewindestift rausschrauben und erst dann das Ganze einmal abschrauben. Wenn ihr da einfach den Gewindestift nicht löst und dann mit Gewalt rumknallt, dann macht ihr einfach nur das Gewinde kaputt. Also beachten, Schraube muss raus. So, dann lasst ihr uns mal durchsprechen. Vorderschaft, wie vorhin schon angesprochen, ist ein Geissli MK16 in 9,5 Zoll. Bedeutet ein ganz kleines bisschen kürzer im Vergleich zu meiner E&L. Da ist ein 10,5er dran. Hier, das müsste ein 9,5er sein. Und ist meiner Meinung nach einer der stimmigsten Vorderschäfte auf dem Markt, was relativ schlanke M-Lok-Systeme angeht. Bedeutet, ich muss leider mal ein bisschen in die Kamera lunzen mit dem Ding, aber der Geissli ist einfach vom Aufbau oder vom Profil deutlich schlanker wie manch andere und dadurch greift sich einfach die ganze Knifte unheimlich schön vorne. Ihr habt nicht dieses wulstige, dieses bullige einfach vorne dran, auch die alten Quad-Ray-Systeme. Nein, das ist einfach ultra schlank und unheimlich stimmig hier vorne, der gesamte Vorderschaft. Also richtig toll, richtig stimmig und tolles Handling. Dann auch von der Umsetzung und von der Qualität hervorragend, ist auch CNC gefertigt. Passt einmal zu 100% bündig zum Receiver. Bedeutet hier oben kein Versatz irgendwie drin. Schön ausgerichtet das Ganze und sitzt natürlich hervorragend dran. Bedeutet hier kein Verdrehen oder sowas, kein Verwinden an dem Vorderschaft vorhanden. Also richtig toll. M-Lok-Positionen komplett außenrum. Bedeutet auch jeweils im 45-Grad-Winkel die M-Lok einmal nutzbar bei dem Geissli. Ihr könnt also zum Beispiel Dummy-Lights oder Österreicher Schweizer Laserlichtmodule eben auch im 45-Grad-Winkel montieren. Finde ich immer gut, denn die bauen immer relativ weit raus. Das ist im 45-Grad-Winkel, ist es einfach eine saubere Sache. So, und ebenfalls QD-Aufnahme für Sling-Swivel oder Trageriemenaufnahme. Hier oben ein kleines Loch vom Schützen aus auf der rechten Seite und natürlich ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite hier oben einmal vorhanden. Auch sehr schön, was E&C auch sehr schön gemacht hat, im oberen Bereich, wenn ihr mal drauf schaut, auch hier die gesamten Picatinny-Positionen einmal durchgelasert. Bedeutet auf dem Receiver oben, wie auch weiter auf dem Vorderschaft komplett aufgelasert. Das ist einfach sauber umgesetzt und so gehört sich das, würde ich sagen. Also Vorderschaft, klasse, Aluminium CNC gefräst, hervorragend. So, der Outer ist wie üblich bei E&C auch wieder Aluminium, einteilig und auch im Vergleich zu anderen Herstellern einfach ein bisschen dicker von der Wandstärke. Und dadurch habt ihr natürlich bei den ganzen E&Cs, auch wenn ihr euch eine längere euch holt, habt ihr einfach absolut kein Spiel und kein Schwingen auf dem Outer drauf. Das kennt ihr bei manch anderen Herstellern, gerade dann 14,5 Zoll Versionen, 15 Zoll. Wenn ihr dann Free-Float-System habt und der Hersteller wählt das Material zu dünnwandig, dann habt ihr einfach in dem ganzen Outer vorne so ein bisschen so ein Schwingen drauf oder könnt das ganze Ding ganz easy so 3-4 mm hin und her biegen. Das ist eben bei E&C deutlich besser, da eben dickwandiger. Ein weiterer Punkt, der auch vorhanden ist, den man zwar jetzt nicht sieht, auch im inneren Bereich wieder einmal Gasabnahme und das Gasrohr ist ebenfalls wieder nachgebildet. Wie gesagt, muss man nicht unbedingt haben, aber das macht auch wieder einfach so ein Modell vollständig, meiner Meinung nach. Hätte man sich wieder ein paar Euro sparen können? Nein, dran gelassen, klasse. Ebenfalls wieder klasse, wo manche Hersteller mittlerweile auch sparen. Flip-Ups, auch hier wieder direkt im Lieferumfang mit dabei. Ja, man verwendet sie so gut wie nie. Aber auch das, finde ich, gehört einfach bei einer Airsoft mit dazu und rundet das ganze Modell ein kleines bisschen ab. Denn wie gesagt, wenn ihr da mal Flip-Ups euch mal anschaut und separat nochmal dazu kaufen müsst oder dazu kaufen wollt, dann können die blöden Dinger richtig Geld kosten. 40 Euro, 50, 70 Euro, nee, hier direkt im Lieferumfang, auch wenn man es nicht braucht, enthalten. Wie gesagt, auch das rundet einfach das Gesamtmodell ein bisschen ab. So, dann der Receiver. Der Receiver ist auch hier kein klassischer AR-15 Receiver oder M4 Receiver, sondern auch hier eher so ein moderner Novesc, der eben schön kantig ist. Und den Receiver, ihr wisst ja, bin ich ein sehr großer Fan davon. Und gerade heute, finde ich, passt der Vorderschaft einfach nur vom Layout her einfach perfekt zu diesem Receiver. Denn ihr habt einfach hier hinten, so scheint ein bisschen Licht drauf, ihr habt eben hier hinten diese Fläche, diesen Winkel runter und der geht einfach hier vorne in den Vorderschaft über. Bedeutet, auch hier vorne habt ihr letztendlich einmal diesen Winkel und es passt einfach zusammen. Hätten sie jetzt da einen Vorderschaft genommen,
der eher ein bisschen rund ist, dann hätte das Ganze nicht mehr so stimmig ausgesehen. Also hier wunderschöne Kombination vom Design her, moderner, kantiger Receiver mit diesem Geissli Vorderschaft, das passt einfach und ist unheimlich stimmig. Also hier super umgesetzt. So, von der Farbe, wie vorhin auch schon angesprochen, nennt Begadi Sunset Grey. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie gesagt, im Video kommt es vielleicht ein bisschen heller rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Ein bisschen so ein matter Bronzeton und ich kann euch leider nicht sagen, was das für eine Beschichtung ist. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Also ich gehe stark davon aus, eine Eloxalschicht ist es nicht, denn es ist deutlich kratzresistenter wie eine Eloxalschicht, aber an Cerakote kommt es auch nicht hin. Bedeutet, dann hätte die Waffe wahrscheinlich nochmal 100, 200 Euro mehr gekostet, also kein Cerakote. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht pulverbeschichtet ist. Denn wie gesagt, die Farbe hat so ganz kleine metallische Flakes irgendwie drin. Sieht einfach mega geil aus. Ich zeige es euch später in der Nahaufnahme. Aber wie gesagt, weder eloxiert noch Cerakote. Dementsprechend, ich denke, es ist einfach pulverbeschichtet. Wenn sich da jemand besser auskennt, gerne einmal kommentieren. So, wie gesagt, Receiver unheimlich stimmig, passt auch vom Farbton einfach super zusammen. Auch nicht zu übertrieben, muss man sagen. Bedeutet, es gibt ja auch diese Bicolor-Kniften zum Beispiel aus FDE oder TAN in Kombination von Schwarz. Und da hat man immer dann einen relativ starken Kontrast von diesen beiden Farben. Sehe da hinten auch bei meiner E&L zum Beispiel. Hier ist das Ganze eben vom Kontrast nicht ganz so, ja, nicht ganz so fancy irgendwie. Wie gesagt, es wirkt einfach schön. Belassen wir es dabei. So, der Receiver und die Funktionen sind natürlich Standard, wie man es gewohnt ist. Und das Ganze beidseitig und mit Bolt Catch Funktion. Zum Beispiel im Vergleich eben auch zu den günstigen Specna Arms Kniften hat man hier eben die Möglichkeit, den Bolt Catch zu verwenden. Und ich finde, es ist einfach heutzutage ein Must-Have. Wie gesagt, so bei Specna Arms oder bei älteren Modellen, da musste man noch den Spannhebel die ganze Zeit hinten halten und dann da mit dem Finger irgendwie die Hop-Up einstellen. Das ist halt bei modernen und vielleicht etwas teuren Kniften heutzutage nicht mehr nötig. Zurückziehen, dann arretiert das Ding anständig, dieses Verschlussblech. Man kann es Hop-Up einstellen und wenn man fertig ist, zack, drückt man Bolt Catch Lever vom Schützen aus auf der linken Seite und dann löst sich das Blech wieder. Ist einfach deutlich benutzerfreundlicher und heutzutage eigentlich ein Must-Have. Dann ebenfalls einmal der Feuerwahlhebel und der Magazinauswurf komplett beidseitig. Bedeutet hier vom Schützen aus auf der linken Seite wie auch vom Schützen aus auf der rechten Seite. Und der läuft wirklich traumhaft. Bedeutet hier im Vergleich zu anderen absolut kein Kratzen drin, kein Haken drin. Der springt einfach sauber in die einzelnen Positionen rein. Und so muss das. Bedeutet, bei anderen Herstellern, gerade vom Schützen aus auf der rechten Seite, nimmt man gerne mal die Zahnräder wahr, dass sie irgendwie haken und kratzen und reiben. Das ist hier gar nicht. Der läuft also auf beiden Seiten wirklich super, muss man sagen. So, was ebenfalls schön ist, wo E&C dran gedacht hat, ist einmal der Feuerwahlhebel vom Schützen aus auf der rechten Seite. Ist hier ein kleines bisschen abgeflacht, bedeutet, er ist euch einfach nicht im Weg, wenn ihr zum Beispiel einen Finger lang macht oder wenn ihr den Finger an den Abzug legt. Er stört euch einfach als Rechtsschütze nicht, ist aber dennoch für Linksschützen eben zu bedienen. Dann den Magazinauswurf, den kennt ihr, auch hier beidseitig nutzbar, bedeutet hier einmal vom Schützen aus auf der linken Seite, könnt ihr hier einmal drücken, das Magazin easy lösen oder eben vom Schützen aus auf der rechten Seite so eine schöne große CNC-gefertigte Druckplatte, einfach drauf batschen, fertig lösen. Auch hier sehr, sehr stimmig, ein bisschen modern umgesetzt und eben komplett beidseitig. Bedeutet nicht nur für Linksschützen, sondern auch wenn ihr eben mit Umschultern spielt, hinter der Deckung, ist es einfach heutzutage eine super Sache, wenn ein Modell beidseitig zu bedienen oder zu verwenden ist. So, abschließend Pistolengriff, den feiere ich, ist aber relativ günstig, hat mich der Gecko darauf hingewiesen. Das ist ein BCM-Pistolengriff, bedeutet, ja, BCM-Pistolengriff vom Winkel her ein bisschen, kleines bisschen weniger einmal im Winkel angewinkelt, also ohne störende Wulst vorne, aber auch im Vergleich zu anderen deutlich stärker strukturiert. Bedeutet, er ist einfach unheimlich griffig oder unheimlich rau von der Oberfläche. Finde ich klasse und den bekommt er sogar schon für 7,80 Euro. Also richtig geiler Pistolengriff, auch Motorbefestigung unten geht über so ein Klicksystem, Motor sitzt sauber drin, geiler Pistolengriff, BCM, wie gesagt hier bei dieser BC9 dran verbaut. Buffertube, Aluminium, Trageriemenaufnahme aus Stahl, an der Buffertube dran, Schütze links, Schütze rechts einmal.
stinknormale Buffer-Tube und der Schaft müsste auch ein BCM-Schaft sein oder so ein BCM-Klon. Auch hier aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, genauso wie der Griff und lässt sich wunderbar auf dieser Buffer-Tube einmal einstellen. Ihr seht, der läuft ein bisschen straffer, kleines bisschen, dafür sitzt das Ding aber auch im voll ausgebauten, ausgeschobenen Zustand wirklich sauber drauf. Wie gesagt, da kann man absolut nicht schimpfen, da ist vielleicht ein 0,5 Spiel drauf, dadurch läuft er aber halt ein bisschen straffer auf der Tube. Aber wie gesagt, das Ding sitzt einfach sauber drauf, so wie sich das gehört. Vom Akku einlegen sprechen wir dann später mal durch. Das geht ein kleines bisschen tricky und musste ich auch am Anfang erstmal gucken, wie man da einen Akku einlegt. Habe ich sogar am Anfang falsch gemacht. Wie gesagt, schauen wir uns zuerst die Skeletor an und dann sprechen wir mal durch, wie wir da den Akku reinzömbeln. Schauen wir uns also die Skeletor auch noch kurz im Detail an. Und ja, ich spreche wieder sehr schnell aktuell, aber gut, ich muss Zeit sparen, Leute, sonst wird es zu lang. Also Skeletor, hier lag ich von der Energie exakt identisch wie von Bugatti angegeben, bedeutet 1,5 Joule, egal ob jetzt mit 0,2 oder mit 0,3 Gramm. Also hier kein Joule Creep, im Gegensatz zur BC9, die ein kleines bisschen gecreept hat, je schwerer man geht von den BBs. So, und was ich euch vorhin auch schon angesprochen habe, natürlich, das ist wirklich ein sehr ausgefallenes Airsoft-Modell. Ich finde es sehr ansprechend, sehr, sehr schön, aber das ist selbstverständlich Geschmackssache. Gut, ich zocke zurzeit auch sehr viel COD, deswegen vielleicht. Wie gesagt, ein bisschen ausgefallen, wer es mag, in Ordnung. Schönes Modell. Hier im Vergleich, wie vorhin schon kurz angesprochen, das könnt ihr jetzt noch mal kurz sehen. Hier aufpassen, die Mündungsbremse, auch Standard 14 mm CCW, aber ganz leicht im Vorderschaft integriert. Bedeutet aufpassen, maximal 32 mm, wenn ihr Tracer oder Schalldämpfer-Attrappen montieren wollt. Der Vorderschaft müsste auch wieder ein Geissli sein, genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Hier aber jetzt eine Mischkombination. Bedeutet hier einmal M-Lock-System, einmal an der Seite dran, ebenfalls M-Lock im unteren Bereich einmal dran, wenn ihr zum Beispiel einen Griff oder einen Handstop montieren wollt. Und zusätzlich eben direkt im Vorderschaft hier diese Picatinny-Schienen vorne direkt mit integriert. Also wenn ihr irgendwie Dummy Light montieren wollt oder Österreicher-Schweizer Laser-Lichtmodul, ist hier direkt über die Picatinny-Schienen einmal möglich. Braucht also nicht nochmal separat irgendwie eine Pick-Rail daran montieren. Dafür aber auch im Vergleich zur BC9 der Vorderschaft deutlich, ja vom Griff her deutlich kantiger und auch deutlich fetter vom Griff. Natürlich erbaut, warte mal, wenn ich ihn so vielleicht herdrehe, dann linse ich nicht direkt in die Kamera rein, aber er baut hier an der Seite doch deutlich breiter. Ich meine, es ist angenehm, denn ihr könnt in diese Kante oder auf diese Fläche, könnt ihr wunderschön den Daumen einmal ablegen, aber aufgrund der Kontur, ja, greift es sich einfach ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger, nicht so smooth einfach wie zum Beispiel der MK16 von Geissli. Wie gesagt, ist in Ordnung, fühlt sich schön an, aber ein bisschen kantiger. Kleine Besonderheit hier, doch sehr viele Positionen, um zum Beispiel Slingswivel montieren zu können. Seht ihr zum Beispiel hier vom Schützen aus auf der rechten Seite, ja, einmal im hinteren Bereich, auch vom Schützen aus links und im vorderen Bereich ebenfalls nochmal die Möglichkeit hier QD Slingswivel zu montieren und das eben auf beiden Positionen. Auch sehr schön und was halt schon ein bisschen sexy aussieht, muss ich sagen, sogar der Outer ist hier innen drin rot eloxiert. Wartet mal, wie bekomme ich ein Licht rein? Ihr müsst es bestimmt sehen können. Wie gesagt, hier so in diesem Weinrot einmal eloxiert, leicht metallisch, sieht mega sexy aus und natürlich auch hier Gasabnahme und Gasrohr im inneren Bereich wieder vorhanden. Also auch hier nicht weggespart letztendlich. Passgenauigkeit zum Receiver ist dann ebenfalls sehr gut, genauso wie bei der BC9. Auch hier kein Versatz irgendwie an der Picatinny vorhanden und sogar im Vergleich zur BC9 jetzt hier ein bisschen runder vom allgemeinen Design her. Bedeutet ganz klassischer, oder was heißt ganz klassisch? Eigentlich ein relativ klassischer AR-15 Receiver, also rund, aber stark aufgefräst, aber dementsprechend auch der Vorderschaft etwas runder. Bedeutet nicht ganz so, wie soll ich sagen, also hier, er wirkt einfach hier so ein bisschen mehr abgerundet. Das passt also stimmig letztendlich zu diesem relativ klassischen Receiver. Auch im oberen Bereich habt ihr vielleicht schon gesehen, hier wieder an der Pickrail hinten aufgelasert, aber am Vorderschaft die Positionen nicht aufgelasert, dafür aber einmal ebenfalls so kleine Fräsungen drin, um einfach noch ein kleines bisschen Gewicht zu sparen. Aber beim Gewicht habt ihr vorhin schon gesehen, beim Datenblatt
ob ihr mal das Ding jetzt in der Hand habt oder die BC9, die schenken sich relativ wenig, wirken beide relativ leicht, muss man sagen. Also es sind andere noch mal ein kleines bisschen schwerer. Worum es mir aber auch geht, ja, das Modell ist sehr stark aufgefräst, gerade wenn man hier auch mal hinschaut auf die andere Seite. Wie gesagt, sehr stark hier am Receiver. Da könnten wir jetzt davon ausgehen, gut, hier wurde Material gespart, dadurch wird die Knifte unheimlich leicht. Das ist jetzt nicht wirklich der Fall. Also da spart man vielleicht, keine Ahnung, 50 Gramm oder sowas oder vielleicht lass mal 100 Gramm sein maximal. Das macht aber der relativ solide oder sehr solide Vorderschaft, packt es wieder mit drauf. Also hier, wenn ihr jetzt denkt, die Knifte ist besonders leicht, da muss ich euch leider enttäuschen. Die wiegt letztendlich genauso viel wie manch andere auch. Aber wie gesagt, mal was anderes und hier eben auch sehr schön, was mir sehr gut gefällt, die Fräsungen nicht komplett übertrieben. Bedeutet, kennt ihr vielleicht von anderen Kniften, zum Beispiel APS ist es, glaube ich, oder ist es King Arms? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall auch so aufgefräste Kniften und die sind dann komplett bis hinten aufgefräst und dann ist aber seitlich innen drin die Gearbox, ist auch noch aufgefräst. Bedeutet, da liegt die gesamte Gearbox da hinten liegt komplett frei. Ihr seht die Feder innen drin, ihr seht den Spring Guide und da, wenn halt Dreck reinfällt oder Staub und Schmutz, das kommt alles direkt in die Gearbox rein. Und das ist eben bei dieser Skeletor nicht der Fall. Bedeutet, die Gearbox ist nur vom Schützen aus auf der rechten Seite auf. Hier ist sie komplett geschlossen bei den Fräsungen. Und dementsprechend hier, wenn Dreck reinfällt oder Staub, es ist wurscht. Es kommt einfach nicht ins System rein. Finde ich gut umgesetzt, da hat man mitgedacht. So, was ihr auch sehen könnt im inneren Bereich, ihr seht hier direkt durch die Fräsungen, sogar die Gearbox innen drin ist rot eloxiert und ihr seht sogar den Edelstahlzylinder. Wie gesagt, sieht man hier direkt durch diese Fräsungen durch. Der Rest ist dann natürlich identisch zu der BC9, bedeutet auch hier beidseitig nutzbar. Auch hier läuft ultra smooth aus, out of the box. Kein Haken irgendwie im Feuerwahlhebel drin. Magazinauswurf funktioniert tadellos. Schütze einmal von rechts, einmal von links. Das funktioniert einfach. Wisst ihr, so gehört sich das. Und natürlich auch der Bolt Catch. Einmal mit Funktion zum Hop-Up einstellen zum Beispiel. Also auch hier muss man sagen, von den Bedienelementen einfach so, wie es sein muss und was man heutzutage vielleicht von so einer Knifte einmal erwartet. Gut, Federschnellwechselsystem zeige ich euch später im Anschluss. Der Schaft ist ähnlich wie... Wir hatten als allererstes den Schaft gehabt. Ich glaube, von VFC gab es mal eine, diese Monster hieß die oder so. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, die hatte jetzt als allererstes so einen Schaft. Und so eine ist jetzt hier bei dem Modell auch dran verbaut. Bedeutet relativ oder sehr, sehr schlichter, sehr schlanker Schaft hinten dran. Kann man eigentlich vergleichen mit so einem Kublai Minimalist-Schaft. Polyamid-Kunststoff und auch dieser lässt sich wunderbar einmal in der Länge einstellen. Hat aber im Vergleich zu diesem BCM-Schaft ein bisschen mehr Spiel auf der Tube. Bedeutet, er kann da hinten im voll ausgeschobenen Zustand circa 2 mm kleines bisschen hoch und runter wackeln. Das habe ich aber auch schon öfters angesprochen. Wenn ihr das Ding dann später mal im Anschlag drin habt und spielt, dann merkt ihr das nicht mehr, ob der Schaft da jetzt Spiel hat oder nicht. Also kann man getrost ignorieren. Übrigens, der Griff ist exakt identisch. Bedeutet, auch bei der Skeletor ist letztendlich so ein moderner BCM-Griff mit so einer schönen Struktur einmal dran verbaut. Und natürlich ebenfalls oben einmal mit Bevel Tail. Gut, Leute, das soll es gewesen sein zu dieser Skeletor. Ich schaue mal noch mal ganz kurz drüber. Habe ich, glaube ich, alles so grob mal angesprochen. Wenn mir jetzt noch irgendetwas auffallen sollte, blende ich es euch später einfach bei der Verarbeitungsqualität noch mit ein. Dann lasst uns ebenfalls kurz über das Thema Federschnellwechselsystem sprechen. Wie vorhin schon angesprochen, gerade diese BC9 oder auch diese Skeletor, mega geiles Federschnellwechselsystem und dementsprechend auch vom System selbst mit den Komponenten, die drin sind, sehr flexibel wieder einsetzbar, die Modelle. So, die meisten von euch kennen es. Für Einsteiger zeige ich es euch mal ganz kurz, warum das so geil ist. Zunächst mal, der Schaft bei beiden Modellen sollte erstmal komplett ausgezogen werden aufgrund der Kabel. Dann habt ihr hier einmal die Castle Nut, die müsst ihr im Regelfall mit einem AR-15-Tool lösen. Bedeutet, so ein spezielles AR-15-Tool für die Castle Nut, geht da ran, schraubt das Ding ab. Ich habe es jetzt bereits einmal angelöst, bedeutet, ich kann das Ganze jetzt einmal mit der Hand lösen. Dann schraubt ihr die so circa 5-6 mm kleines bisschen auf, zieht einmal die Endplate bisschen nach außen, geht von hinten her, drückt nach innen rein und dreht quasi die gesamte Buffertube oder den gesamten Schaft einfach ein bisschen zur Seite drehen. Und dann merkt ihr schon, dann wird es lose.
Und dann könnt ihr das Ganze drum einfach ganz easy abziehen. So, seht ihr hinten die Kabel, die tut ihr euch ein kleines bisschen nach unten ziehen. Und hier hinten direkt einmal, direkt der Spring Guide. Bedeutet auch selbes oder ähnliches Federschnellwechselsystem wie zum Beispiel Syma hat, aber gleichzeitig auch ein bisschen besser umgesetzt im Vergleich zu Specna Arms. Bedeutet, Specna Arms hat auch, oder die Edge 2 haben auch so ein Federschnellwechselsystem, allerdings verwendet Specna Arms hier hinten so eine ellenlange Schraube, die ist um ca. 20 mm länger und dadurch bekommt ihr zum Beispiel bei Specna Arms nicht ganz so bequem die Akkus rein, da euch einfach der Platz ausgeht innen drin. Also hier, das finde ich eben von E&C gut umgesetzt, relativ flach von der Schraube her und ihr hättet sogar Löcher drin, wenn ihr zum Beispiel das Ding zu arg festschraubt, einfach mit dem Bit rein oder mit einem Tool rein, könnt ihr das mit dem Tool aufschrauben. Im Regelfall langt es aber aus, wenn ihr das Ganze einfach mit der Hand aufschraubt, denn die Schraube ist perfekt einmal gerändelt. So, bedeutet einfach ein bisschen Gegendruck aufbauen, immer wieder schrauben, so lang, bis letztendlich die Feder rauskommt und ihr entsprechend eine andere einbauen möchtet. So, jetzt sind wir durch. Da habt ihr die Feder, da habt ihr einen Spring Guide, Edelstahl mit Axiallager, Originalfeder runter, neue Feder rein, zack, wieder reinschustern, ausrichten und eben unter Druck das Ganze wieder hinten reinschrauben. Wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen, da ist natürlich die Federspannung drauf, bedeutet beim Schrauben immer dagegen, gegen die Federkraft arbeiten. Wenn ihr da öfters die Feder wechselt und einfach nur ohne Druck reinschraubt, dann könnt ihr dieses Gewinde auf Dauer vielleicht ein kleines bisschen abnutzen. So, einfach rein, bisschen handfest zu, ist ausreichend, das löst sich auch nicht. Dann geht ihr einfach wieder her, stopft das ganze Ding wieder rein, Kabel, macht einen Schaft wieder drauf in die Buffer-Tube, schraubt die Haselnut fest und fertig. Also hier ultra geiles und modernes, benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem bei beiden Kniften vorhanden. Weiter geht's mit einem relativ wichtigen Thema heute. Ja, ihr werdet es nicht glauben, es ist ein wichtiges Thema. Und zwar einmal Akku einlegen und Platz für den Akku. Natürlich, Platz könnt ihr euch schon denken, bei beiden Modellen letztendlich in der Buffer Tube. Habe ich euch aber gerade schon gesagt, relativ kompakte Schraube am Spring Guide. Dementsprechend bekommt ihr auch problemlos, ohne irgendwie Probleme mit den Kabeln zu bekommen oder mit den Steckern, bekommt ihr bei beiden Modellen, also bei der BC9 wie auch bei der Skeletor, problemlos diese AMAX Superio 1500 mAh von mit 30 bis 60 C plus hier hinten einmal rein. Also einer der größten 11.1er Lipos letztendlich, die es im Airsoft aktuell gibt, in dieser Baugröße natürlich. Wie gesagt, passt da problemlos rein und ihr müsst auch hinten nicht irgendwie aufpassen dann mit den Stecker oder mit dem Balancer. Das hängt euch nicht ewig weit raus, dass ihr es irgendwie quetscht, wenn ihr die Schulterstütze einschiebt. Nein, einfach rein, anstecken, Balancer-Kabel bisschen hinterher und gut ist. Ja, Reaper, warum zeigst du denn das nicht? Ja, jetzt passt mal auf. Bei der Skeletor ist es natürlich relativ simpel, das kann ich euch gleich mal zeigen. Komm, arbeiten wir es einfach komplett ab. Bei der Skeletor ist es recht simpel. Ihr geht natürlich hier hinten hin, zieht ihn ganz nach hinten und dann zieht ihr einfach hier unten diese Kunststofflasche, zieht ihr kräftig nach hinten, nach unten und schiebt das ganze Ding einfach ab. So, und dann schiebt das Ding wieder drauf, wenn der Akku drin ist und fertig. Also wie man es letztendlich kennt, geht schnell, geht benutzerfreundlich. Bei der BC9 bin ich mir heute noch nicht schlüssig, ob ich das Ganze eventuell als Neutralpunkt geben werde, denn da ist das Ganze nicht so einfach. So, ihr habt hier hinten an diesem BCM-Schaft hier unten die Druckfläche. Bedeutet, hier drücken unten, dann können einstellen. So, jetzt bin ich am Anfang hergegangen, bin da ganz nach hinten und habe dann irgendwie versucht, das runterzuziehen und irgendwie abzuziehen, aber das bewegt sich überhaupt nicht. Gleichzeitig, wenn man von hinten reinschaut, da hinten hat man ein kleines Loch drin und innen drin ist eine Schraube. Dann dachte ich mir, ja, das ist ja blöd, vielleicht muss man ja die Schraube lösen. Dann habe ich die Schraube gelöst, dann ist der ganze Schaft einfach auseinandergefallen. Bedeutet, da fliegt die ganze Feder, der ganze Pin, das fällt einfach alles auseinander. Also, Schraube nicht lösen. So, wie bekommt ihr den Akku rein? Ihr seht es vielleicht und ihr könnt es eventuell erkennen. Ihr habt hier innen drin habt ihr ein kleines Loch auf der Seite. Das geht komplett durch. So, und jetzt braucht ihr irgendwas, was in das Loch reinsteckt. Was Kleines, Dünnes. Zum Beispiel ein Schraubendreher. Bedeutet, ihr seid darauf angewiesen, immer irgendwie einen Schraubendreher, einen Inbus, irgendwas mit diesem Durchmesser. Je passgenauer der Durchmesser ist, desto besser geht's oder desto leichter ist, parat zu haben. Ohne Werkzeug bekommt ihr den Akku da hinten nicht rein. Finde ich ein kleines bisschen schade, bin ich mir nicht sicher, ob man das nicht irgendwie hätte
benutzerfreundlicher lösen können. Also ihr geht jetzt zum Beispiel da mal hinten rein, steckt dann den Schraubendreher letztendlich einmal komplett durch. Ich habe es falsch erklärt, ich bin dumm. So, aufpassen, gerade nicht einfach nur durchstecken, sondern ihr müsst diese Arretierung erstmal runterdrücken. Und wenn ihr die runterdrückt, dann ist innen drin nochmal so ein Bauteil, wo exakt dieses Loch nochmal drin ist. Bedeutet, ihr müsst das Teil innen drin, müsst ihr erstmal von den Löchern ausrichten. Also nicht einfach so und durchstecken, sondern runterdrücken, bis die Löcher parallel sind. Und dann steckt ihr euer Spielzeug da rein. So, einmal ausrichten, runter, so, jetzt passt's. Also jetzt, also runterdrücken, durchstecken. So, und jetzt da zieht ihr das Ganze einmal nach oben, dann macht's Klick. Habt ihr gehört? Und wenn es dann Klick gemacht hat, also ich kann es euch noch mal kurz zeigen. Hier seht ihr könnt es dann komplett hochziehen am Stück und dann können abziehen. Schwierige Geburt. Also wie gesagt, da musste ich auch erstmal rumtricksen und rumprobieren, bis ich da drauf gekommen bin, wie man hier letztendlich einmal, können wir gleich offen lassen, wie man hier letztendlich den Schaft abbekommt. Wie gesagt, ihr braucht unbedingt irgendwie einen Schraubendreher oder irgendwas, damit ihr diese Löcher ausrichten könnt und dementsprechend dann auch diese Arretierung innen drin quasi löst. Nicht ganz so benutzerfreundlich. So, und dann bekommt ihr natürlich auch hier problemlos diesen Amex rein, wie gesagt, gleiche wie bei der Skeletor, einfach reinschubsen, das Ding anstecken und Kabel alles einmal hinterher popeln. So, Akku ist drin, ist auch randvoll geladen, also 12,6 Volt frisch geladen und dementsprechend bietet es sich natürlich jetzt an, weitermachen mit dem Thema Ansprechverhalten Klangbild. Und hier habe ich es euch, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, beide Modelle klingen unheimlich schön. Hatte ich bis jetzt bei keiner Knifte out of the box. Nicht mal die Nova mit 13.1er Gearset und Shortstroke hat sich so brutal gut angehört wie diese BC9. Und hier muss ich euch aber auch sagen, hier gibt es vom Klang gewisse Unterschiede. Bedeutet, die hört sich perfekt an, also meiner Meinung nach super für ein Standard China Gearset 18:1. Die Skeletor hört sich auch gut an, aber kommt nicht ganz an das Modell ran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie an der Mündungsbremse liegt, aber das Ding müsst ihr euch anhören. Ich mache euch jetzt wieder 2 Audioaufnahmen, einmal direkt mit dem Ansteckmikrofon. Hier werden aber die hohen Frequenzen ein bisschen optimiert wegen der Sprache, also da hört sich alles immer ein bisschen heller an. Und vorne übers Richtmikrofon, das nimmt immer 1:1 einmal wahr. Also einmal Mündung, einmal Schütze. Also Leute, hören wir uns das Ding mal an. Mumpeln sind drin, 0,3 Gramm BBs. Oh, Wahnsinn, oder? Das ist mega. Das ist mega, 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 mega. So, jetzt ist aber leer, oder? Ja, jetzt ist er leer. Ich weiß nicht, wie gut ich es einfangen konnte, aber das Einzige, was mich bei diesem Klang ein klein wenig stört, das ist ein kleines bisschen die Feder oben vom Spannhebel. Da noch einfetten oder ein bisschen Schaumstoff rein und das Ding klingt einfach nur perfekt. Und wie gesagt, normalerweise diese Standard-China-Gears, die sind auch bei anderen Herstellern drin. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sich das Ding so brutal gut anhört. Was mir auch neu ist, werdet ihr später bei den Internals sehen. E&C hat das Sorbopad vom Zylinderhead weicher gemacht. Das habe ich euch bei der Generation 3 war das mal angesprochen. Da haben sie zwar ein großes Sorbopad verbaut am Zylinderhead, das war aber mit knapp 90 Shore brutal hart. Also das hat nicht wirklich viel gebracht. Hier bei den beiden, oder ich weiß nicht, ob es allgemein bei der Gen 4 ist, keine Ahnung, aber hier sind die Sorbopads deutlich weicher. Das müssten 60 Shore sein. Und es hört sich einfach brutal gut an. Also hier Ansprechverhalten, es ist klar, es ist ein 30 km Motor drin, das Ding rotzt wie Sau. Super schnell das Ganze und auch vom Klang unheimlich sauber. Keine Gears, nix, kein Kratzen, gar nichts. Klasse, richtig geil, sowas freut mich einfach. Denn ihr wisst ja, wenn sich eine SAEG scheiße anhört, dann braucht er eine HPA oder eine GBW. Nee, ist doch so. Je besser sich eine SAEG anhört, desto mehr Spaß macht sie einfach. Wenn das Ding die ganze Zeit am Kreischen ist und am Quietschen ist,
dann macht das Spielen halt nicht ganz so viel Spaß. Also hier wirklich sehr, sehr positiv überrascht. BC9 Klangbild vom Feinsten. Genau, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, natürlich auch bei beiden Modellen den Abzug oder diesen Speed Trigger bereits einmal eingestellt und zwar so knapp wie möglich. Das kann ich euch vielleicht hier jetzt bei der Skeletor ein bisschen schöner zeigen, da einfach der Kontrast von dem Abzug ein bisschen heller ist. Bedeutet, ihr habt hier unten drin, hier unten im Abzug oder hinter dem Abzug innen drin, habt ihr einen ganz kleinen Gewindestift. Der ist standardmäßig auch mit Schraubensicherung ein ganz kleines bisschen gesichert. Dann braucht ihr einen 0,9 mm Inbus, also einen ganz feinen. Und dadurch könnt ihr dann über Hineinschrauben dieses Gewindestiftes, könnt ihr den Abzugsweg reduzieren und das bereits out of the box. Geht ihr aber wie folgt vor, ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr dürft diesen nicht zu weit hineinschrauben, sonst verklemmt ihr im inneren Bereich den Safety Lever. Am besten wie folgt vorgehen, ihr schaltet die Knifte erstmal auf sicher und dann schaut ihr, wie viel Spiel ihr noch im Abzug drin habt. Und jetzt schraubt ihr letztendlich im gesicherten Zustand, schraubt ihr den Gewindestift so weit rein, bis ihr im Abzug nur noch ein ganz leichtes Spiel habt. Das Spiel muss da sein, schraubt ihr es so weit rein, dann klemmt's. So, und dann habt ihr letztendlich den Abzugsweg so kurz wie möglich eingestellt. Ich würde euch vielleicht empfehlen, oder was ich gemacht habe, denn der Gewindestift geht relativ weit rein. Ich habe dann mit dem Zahnstocher außenrum noch einen ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf, damit einfach dieser Gewindestift da unten ein bisschen gesichert ist. Denn ich bin mir nicht sicher, ob der auf Dauer, der ist so klein, nicht, dass er rausfällt. Wie gesagt, Zahnstocher, ein Tropfen Sekundenkleber einfach außen drauf, damit er einfach ein bisschen gesichert ist. Und wie gesagt, nur ein Tropfen, dann bekommt dann auch wieder rausgeschraubt. So, und dann sieht das Ganze im scharfen Zustand oder im ungesicherten Zustand, sieht das Ganze dann einmal so aus. Das ist euer Abzugsweg. Und genauso bei der BC9. Ihr könnt auch einfach hier den kleinen Taster betätigen. Den merkt ihr unheimlich. Das ist einfach ein geiler Abzug. Sowas mag ich. Ich weiß, nicht jeder ist Fan von einem Hair-Trigger. Ich finde es einfach geil. Ultra knapp, ultra kurz. Und sehr, sehr feiner Abzug. Geil, gefällt mir. Und eben nochmal zurückzukommen, auch bei der E&L im Projektvideo schon angesprochen, mechanisches System bedeutet im Vergleich zum Aster und zum Titan und auch zu anderen optischen Systemen zum Beispiel, habt ihr eben hier den Vorteil, dass ihr einfach einen Anschlag dran habt. Bedeutet, ihr merkt diesen kleinen Taster und könnt hier im Millimeterbereich einmal feuern und könnt eben den Abzug nicht bis ins Unendliche einmal hinten durchziehen. Also hier ultra feiner und sauberer Abzug. So, dann würde ich sagen, ich baller mal einen Akku rein, dann hören wir uns die Skeletor ebenfalls noch an. So, Akku ist drin, Mumpeln sind drin, auch hier exakt 0,3 Gramm BBs, exakt identisch wie gerade schon bei der BC9. Hier weicht aber der Klang, wie vorhin schon angesprochen, doch ein kleines bisschen ab. Bedeutet, ich finde einfach die BC9, die hört sich einfach ein bisschen sauberer an. Vielleicht liegt es ein bisschen an den aufgefrästen Teilen, denn ihr nehmt auch hier dieses, ja, die Feder noch ein bisschen stärker war, finde ich, wie bei der BC9. Vielleicht eben, weil der Receiver hier aufgefräst ist. Wie gesagt, da würde ich definitiv die Feder innen drin wieder einfetten, wie eigentlich bei jeder SAEG oder bei jeder AR15 Airsoft einfetten oder ein bisschen Schaumstoff reinpacken in die Feder oben, damit eben die Feder hier nicht nachklingeln kann. Und von den Gears finde ich auch, dass sich die BC9 einen ganz kleinen Hauch besser anhört wie die Skeletor. Vermutlich nur ein Fitzelchen an der Motoreinstellschraube. Aber dennoch sehr sauber und auch besser wie manch andere. Hören wir es uns einfach mal kurz an. Auch hier wieder 2 Audioaufnahmen. Jetzt, da ist leer. Also ihr habt es vielleicht ein bisschen gehört. So, jetzt da. Ihr habt es vielleicht ein bisschen gehört. Die Skeletor, gerade wenn man sehr schnelle Schussfolgen abgibt, dann nimmt man einfach die Gears ein bisschen wahr. Und das war bei der BC9 oder ist bei dieser BC9 eben nicht der Fall. Die Schimmung ist aber bei beiden Modellen exakt identisch. Also es kann eigentlich nur die Motoreinstellschraube sein, dass diese bei der Skeletor vielleicht ein Fitzelchen um 0,1 mm zu weit draußen ist, also ein bisschen weiter rein. Kann man aber nicht wirklich gut nachstellen, denn E und C
hat die Motoreinstellschraube unten mit Schraubensicherung gesichert. Also kann man nicht einfach nur hergehen und jetzt hier mal ganz kurz rumdrehen, sondern muss erstmal die Schraubensicherung raus. Wie gesagt, nichts Gravierendes, ich werde es auch nicht kritisieren, laufen tut das Ding letztendlich genauso gut wie die BC9. Hört sich aber eben nicht ganz so, ja, nicht ganz so dumpf einfach an. Oder ihr habt dann nicht dieses Plop, 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 sondern nehmt einfach die Gears noch ein bisschen wahr von der Frequenz. Aber wie gesagt, laufen tun sie beide wirklich hervorragend. Lasst uns nun weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Und hier muss man doch einiges ansprechen, denn gerade diese E&C AR15 Receiver haben im Vergleich vielleicht gerade auch zu Arcturus, wo das Fitting von den meisten Magazinherstellern wirklich gut war, immer wieder, ja, oder sind ein bisschen größer von der Toleranz her. Bedeutet, ihr bekommt zwar bei den E&C immer jedes Magazin rein, aber beim Feeding und auch beim Fitting sieht es ein bisschen anders aus. Bedeutet, zum Großteil schlackern euch die Magazine relativ stark drin rum. Lasst uns aber zunächst mal über die Originalmagazine sprechen. Und hier vielleicht noch ganz wichtig ein Punkt, weil ich darauf angesprochen wurde. War das letzte Mal der Fall, da habe ich gesagt, ein Magazin funktioniert bei mir nicht. Und da hatte derjenige kommentiert, ja, aber das Magazin wird bei Begadi als passend und Feeding angegeben. Ja, Leute, meine Magazine sind alle schon gebraucht, die sind alle schon durch. Also ich kann nur das testen, was ich da habe. Es kann schon mal sein, dass vielleicht ein Magazin, wenn es niegelnagelneu ist und die Feder noch straff ist, dass dann 0,2 Gramm BBs problemlos feeden. Aber ich teste alles immer mit 0,3 Gramm und wie gesagt, meine Magazine, die haben halt teilweise schon 4, 5 Jahre auf dem Buckel. Also das ist immer ein kleines bisschen zu beachten. Das kann von meinen Angaben und das, was Begadi vielleicht im Shop einmal reinschreibt, kann es halt immer ein kleines bisschen abweichen. Also, schauen wir es uns mal ganz kurz an. Originalmagazine, was dabei sind, die sind beide exakt 1:1 identisch, bis auf die Beschichtung. 140 Schuss Midcap und wie vorhin schon gesehen, bei jedem Modell sind jeweils 2 Midcaps dabei, was ich gut finde. Ich wiederhole mich. So, ein kleiner Punkt ist allerdings zu beachten. Dieses Weinrot hier oder dieses Skeletor-Magazin, das sieht super aus, keine Frage. Finde ich zumindest. Aber nach circa 10 Mal einlegen oder nach 10 Max seht ihr vielleicht bereits an der hinteren Kante, geht die Eloxalschicht einmal komplett weg und auch vom Gegenüberliegen, da wo der Magazinhalter arretiert, auch hier geht die Eloxalschicht einmal weg. Bedeutet, da kommt einfach im unteren Bereich ja das pure Stahlblech einmal zum Vorschein. Ist also vom Verschleiß her nicht so robust von der Beschichtung wie zum Beispiel das schwarze, denn hier sieht man überhaupt nichts. Da hat man hier oben, wo der Mac-Catch reinläuft, da sieht man ein ganz kleines bisschen was, aber weder an den Kanten noch vorne ist hier irgendwo Schleifspuren oder sowas zu sehen. Also hier vielleicht von der Beschichtung nicht ganz so haltbar, dieses schöne rote eloxierte Magazin. Letztendlich seht ihr im eingelegten Zustand diese Positionen eh nicht, sondern nur, wenn ihr halt das Magazin draußen liegen habt. Wenn ihr das in der Pouch drin habt, dann seht ihr das auch nicht. Aber wie gesagt, nur zu merken, diese Beschichtung ist wahrscheinlich nicht von Dauer und auch wenn es mal runterfällt oder sowas, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass das Rot einfach Kratzer bekommt. So, vom Feeding her sind sie in Ordnung. Bei beiden Kniften bis 0,32 Gramm konnte ich testen. Höher konnte ich jetzt nicht, denn ich habe keine anderen Mumpeln mehr da. Also bis 0,32 Gramm out of the box funktionieren die Magazine. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, das Fitting bei der Skeletor ist sogar ein kleines bisschen besser wie bei der BC9. Bedeutet, wenn ihr euch das hier mal anschaut, bei der Skeletor, das rote Magazin einfach mal rein, sitzt sauber drin, arretiert sauber und hat nur einen Hauch einmal Spiel. Bedeutet, wenn ihr hier mal rumwackelt, das klappert nicht, das scheppert nicht, das sitzt einfach sauber drin und lässt sich auch problemlos und einfach wieder lösen. So, wenn wir jetzt aber mal das Ganze mit der BC9 vergleichen und hier das Magazin nehmen, was im Lieferumfang enthalten ist, dann ist vermutlich, obwohl der Lower Receiver rein theoretisch identisch sein müsste, haben wir hier vielleicht ein bisschen China-Toleranz drauf. Kann ich mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall hier das Magazin, sitzt auch hervorragend und droppt sogar automatisch. Also hier keine Probleme, aber das hat meiner Meinung nach viel zu viel Spiel da drin. Wie gesagt, es funktioniert und es feedet. Aber es klappert, das mag ich nicht. Und dementsprechend würde ich gegebenenfalls bei der BC9 klar irgendwelche PMAC-Klone oder irgendwelche Polymer-Magazine verwenden, wie die Original-Stahlblech. Wenn euch das nervt, ihr könnt natürlich genauso wie bei der SMR16, könntet ihr auch hergehen und könntet einfach gegenüberliegend vom Magazinhalter, also hier innen im Magazinschacht,
einfach ein bisschen Isoband draufkleben oder ein bisschen Velcro draufkleben, damit das Magazin einfach nicht klappern kann. Müsst aber nur aufpassen, Velcro ist schon meistens zu hoch, bedeutet, ihr müsst dann die Magazine reindrücken und wieder rausziehen. Wie gesagt, ich finde immer so 2, 3 Lagen Isoband, finde ich immer ein kleines bisschen angenehmer, und wenn es sich dann löst, dann macht ihr halt irgendwann ein neues rein. Wie gesagt, nur wirklich, wenn es euch letztendlich interessiert oder wenn es euch stört. So, jetzt zur Kompatibilität. Wie gesagt, sehr viele Magazine haben eben dieses Spiel, und das werde ich euch auch einmal ansprechen. Zunächst mal der Haufen, die wirklich gut sitzen und auch problemlos feeden. Das ist einmal das Original E&C PMAC Magazin. Bekommt man aber nicht mehr, vielleicht im Ausland noch. Wenn ihr welche gebraucht herbekommt, wie gesagt, das passt wunderbar. Original E&C PMAC Klon. Auch das wunderschöne G&G, das Tinted Magazin, funktioniert hervorragend. E&L Stahlblech Magazin von der Moore, passt perfekt, sitzt sauber, feedet sauber. Dann haben wir hier, das müssten, wartet mal, das ist Arcturus, genau, Arcturus Magazin, und hier auch beide. Bedeutet hier das ältere Arcturus Magazin, das war noch ein PMAC, aber auch das neue Arcturus Magazin, was jetzt diese Einstellung hat und dieses Fenster drin, die sitzen ebenfalls hervorragend und funktionieren tadellos. Und wie gesagt, das könntet ihr sogar noch einstellen von 135, glaube ich, auf 30 Schuss Real Cap. Und wie gesagt, klasse Magazin und sind auch relativ kostengünstig. Wie gesagt, die funktionieren wirklich super, auch vom Sitz her oder vom Fitting. Und jetzt der Stoß, die leider sehr stark drin, sehr viel Spiel haben und ein bisschen rumwackeln. So, da haben wir einmal Lonex Magazin. Hier allerdings schon ein Magazin, was mittlerweile um die 6 Jahre auf dem Buckel hat. Es gibt ja mittlerweile neue Generationen, schon glaube ich 2 neue oder sowas. Da habe ich mir aber keins gekauft. Also wie gesagt, die alten haben relativ viel Spiel. Wie es bei den neuen aussieht, kann ich euch leider nicht sagen. So, dann haben wir hier das Syma Magazin, und zwar das Syma Midcap Magazin. Ist auch so ein PMAC-Klon. Und das wiederum im Vergleich zum Syma Stahlblech Magazin hat zwar auch sehr viel Spiel, aber das feedet hervorragend. Kommen wir dann gleich, also wie gesagt, Syma Magazin. Auch Airsoft Systems Midcap Magazin, auch sehr viel Spiel, klappert, feedet aber sauber. Und sogar die alten PTS Magazine, die EPMs mit 150 Schuss, haben doch relativ viel Spiel und wackeln im Magazinschacht rum. Feeden tun sie aber hervorragend. Wie gesagt, es wäre noch akzeptabel, dass eben nicht klappert, weil es eben Polyamid-Kunststoff ist. Das ist bei einem Stahlblech ist es ein bisschen gravierender. Wie gesagt, die Magazine funktionieren, haben aber sehr viel Spiel. Und jetzt habe ich 2 Magazine da, die nicht gefeedet haben und auch vom Fitting her fragwürdig waren. Jetzt, wie gerade schon gesagt, das Syma PMAC hat funktioniert, das Syma Stahlblech hat nicht funktioniert. Bedeutet, es hat relativ viel Spiel. BBs kamen zwar rein, aber das hat keine BBs gedrückt. Also entweder ist meins einfach kaputt, die Feder irgendwie verschlissen. Auf jeden Fall hat das nicht gefeedet bei mir. Und ebenfalls leider wieder nicht gefeedet, was wir in letzter Zeit irgendwie häufiger hatten. Das ist das Battle Axe Magazin. Das passt zwar auch rein und arretiert sauber, aber es kommen keine BBs. Also auch hier gehe ich davon aus, dass vielleicht die Feder innen drin vielleicht für 0,3 Gramm vielleicht ein bisschen zu schwach ist. Wie gesagt, gehört vielleicht ein bisschen eine stärkere rein oder irgendwie BBs hinterlegen oder sowas. Wie gesagt, hat auch leider nicht gefeedet. Gut Leute, das soll es gewesen sein, Thema Magazin. Dann lasst uns ebenfalls wieder ein paar Nahaufnahmen machen von der Verarbeitungsqualität, von der Fertigungs- oder von den Toleranzen her. Hier jetzt zunächst einmal die BC9 und anschließend dann die Skeletor. Fangen wir hier zunächst mal bei der BC9 im vorderen Bereich an. Den Mündungsfeuerdämpfer, wie vorhin schon angesprochen, Alu, könnt ihr euch jetzt einfach in der Nahaufnahme nochmal anschauen. Wie gesagt, wenn jemand weiß, wie das Ding heißt, gerne mal einmal Kommentarfeld nutzen, denn das Ding sieht einfach nur brachial aus. Das müssten so 2 Hülsen sein, ist da oben quasi verschraubt. Bedeutet, man könnte diese äußere Hülse rein theoretisch, glaube ich, sogar abziehen. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber wie gesagt, mega, mega schöner Mündungsfeuerdämpfer und ein sehr, sehr nettes Detail. Dann nochmal kurz zurückzukommen auf dem Outer, habe ich euch ja vorhin schon angesprochen, E&C verbaut hier wirklich sehr dicke Outer, das habe ich jetzt gerade nochmal nachgemessen, wenn ihr da mal vergleichen wollt mit anderen Herstellern, das sind vom Outer ein Durchmesser von 19,5 mm, also ein relativ dickwandiges Alurohr, eben im Vergleich zu anderen Herstellern. Gasabnahme und Gasgestänge könnt ihr jetzt vielleicht auch in der Nahaufnahme nochmal kurz sehen, wen es interessiert, ist aber bei diesem Geissli-Vorderschaft ja nicht wirklich viel zu sehen, da hier oben natürlich nicht noch extra einmal aufgefräst wurde.
Dann können wir uns ebenfalls nochmal die kleinen Details von dem Vorderschaft in der Nahaufnahme anschauen. Auch hier vorhin schon bereits alles einmal angesprochen, aber man kann es einfach schön erkennen. Hier oben zum Beispiel, es ist einfach sauber, es ist passgenau, es passt von der Flucht her, von der Pickrail einfach sauber zusammen. Der Übergang, die Arretierung, hier einmal am Verbindung quasi hier seitlich vom Receiver zum Vorderschaft, auch hier unten von der Klemmung. Das passt einfach hervorragend zusammen. Und natürlich standardmäßig Barrel Nut im inneren Bereich über Nut- und Federsystem und wird mit diesen fetten Schrauben letztendlich dann einmal verbunden. Dementsprechend sitzt das Ding hervorragend und spielfrei drauf. Wie vorhin schon angesprochen, die Verarbeitungsqualität, die Oberfläche, die Struktur ist einfach mega, mega gut, muss ich sagen. Also Hut ab, E&C, qualitativ Respekt. So, und vielleicht können wir jetzt direkt gleich mal ein bisschen über die Farbe sprechen. Ich habe es euch vorhin mal gesagt, ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme und ich hoffe, ich kann das Ganze jetzt je nach Lichteinfall euch ein kleines bisschen im Detail darstellen, wie schön dieser Farbton ist. Wie gesagt, es ist irgendwie so ein ausgeblichener Bronzeton, so ganz leicht metallisch, also so ganz feine metallische Partikel irgendwie drin in der Beschichtung. Und sieht einfach richtig, richtig lecker aus. Wie gesagt, wie gut ich jetzt diesen Farbton mit der Beleuchtung hier unten treffe, weiß ich nicht. Ich hoffe wirklich, dass ich das so gut wie möglich einmal einfangen kann für euch. Also richtig, richtig tolle Farbe, dieses Sunset Grey. Beim Thema Receiver haben wir auch vorhin schon alles eigentlich soweit angesprochen. Auch hier von der Passgenauigkeit sehr gut. Es ist mir nur ein Punkt aufgefallen, da habe ich mich aber ein kleines bisschen getäuscht. Ich wollte eigentlich die Passgenauigkeit beim Receiver als Neutralpunkt geben. Denn wenn man sich das hier hinten anschaut, da könnte man meinen, hier hinten ist ein Spalt drin. Also hier quasi Übergang am Upper Receiver zum Lower Receiver. Könnt ihr vielleicht erkennen. Das ist aber kein Spalt, bedeutet, da hat der Lower Receiver, der wird im inneren Bereich ein kleines bisschen schlanker. Bedeutet, ihr habt hier keinen Spalt, sondern das sieht einfach nur so aus. Vielleicht kann man es im Video ein bisschen erkennen. Wie gesagt, es ist kein Spalt, sondern das ist einfach so eine Art, nochmal so eine Art Versatz an diesem Übergang vom Upper zum Lower Receiver hier hinten dran. Ansonsten ist der gesamte Receiver von der Qualität meiner Meinung nach einfach einer der geilsten Receiver. Er ist ultra modern, sieht mega sexy aus, Verarbeitungsqualität hervorragend. Nur eben der eine Punkt, wie vorhin schon angesprochen, hier oben drin die Feder hier oben drin vom Spannhebel, die klingelt ein ganz, ganz kleines bisschen, klingelt sie nach. Es ist auch wirklich das Einzige, was man beim Thema Klangbild heute einmal ansprechen kann. Auch schon häufiger oder bei sehr vielen AR-15-Modellen immer wieder das Problem, dass die Feder da innen drin nachschwingt. Vorhin schon kurz angesprochen, ein bisschen einfetten die Feder, schönes zähes Fett einmal draufpinseln oder die Feder lösen, ein paar dünne Streifen oder einen dünnen Streifen Schaumstoff reinstopfen, damit eben dieses Klingeln einmal verschwindet. Man muss aber auch dazu sagen, das geht meiner Meinung nach sogar in Ordnung. Bedeutet, wir hatten schon Kniften auf dem Tisch, die waren deutlich, deutlich schlimmer. Die haben mega geklingelt, mega nachgescheppert. Das ist jetzt hier bei der BC9 nicht so gravierend. Wie gesagt, minimales Schwingen einmal drauf. So, dann könnt ihr eben euch jetzt den Abzug nochmal in der Nahaufnahme anschauen. Vorhin auch schon kurz gezeigt. Hier, das ist letztendlich die Sicherung. Minimal Spiel drin. Dann schalten wir auf Halbauto um oder auf Semi. Und das ist der gesamte Abzugsweg, den ihr jetzt letztendlich noch nach der Konfiguration noch zurücklegen könnt. Und auch bei der BC9 wie auch bei der Skeletor ist die Abzugsfeder nicht ganz so straff. Bedeutet, wenn man ganz genau aufpasst, kann man sogar den kleinen Mikrotaster innen drin über den Abzug wahrnehmen und spürt diesen. Bedeutet, rein theoretisch könnte ich einfach nur so triggern. Hier, das nenne ich mal fein und sauber, das ist ein Hair-Trigger. Also wie gesagt, einstellbarer Abzug. Ihr könnt natürlich diese kleine Schraube hier unten innen drin noch ein bisschen weiter draußen lassen. Dann ist er nicht ganz so kurz wie jetzt bei mir eingestellt. Also das ist wirklich das Kürzeste. Weniger ist nicht mehr möglich, da sonst würde die Sicherung natürlich nicht mehr funktionieren. Bedienelemente, vorhin auch schon kurz durchgesprochen, komplett beidseitig natürlich nutzbar. Feuerwahlhebel, wie gesagt, läuft hier tadellos. Schöne erweiterte Druckplatte hier dran für den Mac Release oder für den Mac Catch. Hier seitlich und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls natürlich der Magazinauswurf, wie vorhin schon angesprochen, mit Funktion.
Den habe ich ja, glaube ich, vorher nicht gefilmt. Den könnt ihr jetzt einfach hier nochmal ganz kurz erkennen. Also hier auch sehr angenehm vom Druckpunkt her, ist auch schnell zu finden, schön strukturiert, schön geriffelt von der Oberfläche her. Vollkommen in Ordnung und dementsprechend, wie gesagt, beidseitig nutzbar. Es gibt einen kleinen Punkt am Receiver, den möchte ich jetzt noch ganz kurz ansprechen. Da hat mich der Kai drauf gebracht und zwar bei seinem Review zur SMR16 in der Gen 4 und es ist mir noch nie aufgefallen. Und zwar hat E&C hier hinten, ihr habt hier hinten die Aufnahme von Trageriemen, auch Stahl, links und rechts natürlich. So, und wenn ihr da mal hinten schaut, wenn ich Licht irgendwie reinbekomme, dann seht ihr vielleicht, da unten ist ein Loch drin. So, und keiner weiß letztendlich, für was dieses Loch da ist. Ja, ich meine, im inneren Bereich, die Gearbox ist geschlossen. Es kommt also kein Dreck irgendwie ins System rein da hinten. Ich bin davon ausgegangen, vielleicht ist es irgendwie auch QD-Aufnahme für einen Slingswivel. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, ihr seht, es ist eher so ein leicht ovales Loch. Warum dieses Loch da hinten drin ist, weiß ich wie gesagt nicht. Ich habe eine Theorie dazu. Eventuell wird dieses Bauteil bei E&C auch im OEM-Markt bei HPA-Kniften verkauft. Und dann wäre es möglich, natürlich hier hinten einen Schlauch rauszulegen. Das wäre meine Theorie dazu. Anders kann ich es mir eben nicht erklären, warum da hinten in dieser Platte ein Loch drin ist. Wie gesagt, kein blassen Dunst. So, und der Rest natürlich, gut, Pistolengriff vorhin auch schon kurz angesprochen. Auch hier nochmal kurz in der Nahaufnahme. Wunderschön strukturiert, texturiert. Ist so ein BCM-Griff, wie gesagt, schön grob, schön rau. Nicht ganz so krass wie ein Stippling, aber dennoch wunderbar. Auch vom Winkel her lässt sich toll greifen. Richtig guter und sogar sehr günstiger Pistolengriff. Bedeutet, wenn ihr bei eurer SAEG mal einen Pistolengriff sucht, weil eurer Mist ist oder ihr so ein Standardding dran habt, den gibt es sogar bei Begadi für 7,90 €, der Pistolengriff. Hammer vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr gut. Und hinten den Schaft habt ihr auch vorhin schon gesehen bei den Allgemeininformationen. Ich zeige euch einfach jetzt noch mal kurz in der Nahaufnahme diesen BCM-Schaft. Wie gesagt, läuft auf der Tube. Zwar ein kleines bisschen straff, dafür wackelt das Ding aber halt absolut nicht rum da hinten. Also das ist, wie gesagt, es ist super. Passgenauigkeit hervorragend, null Spiel, null Wackeln drauf. Aber Thema Akku einlegen haben wir natürlich vorhin uns schon angeschaut und werde ich heute auch im Fazit einmal als Neutralpunkt geben, speziell bei dieser BC9. Dann schauen wir uns natürlich auch die Skeleton noch im Detail an. Fangen wir auch hier wieder vorne an. Mündungsbremse ist jetzt nicht ganz so schön wie bei der BC9. Ist letztendlich ein ganz normaler Mündungsfeuerdämpfer von der AR15, wie man kennt. Aus Aluminium gefertigt, kein Stahl oder sowas. Und Gewinde natürlich auch Standard 14 mm Linksgewinde. Nur aufpassen, hier unten wieder die Schraube ist ein bisschen innenliegend. Bedeutet, wenn ihr den losschrauben wollt, hier innen seht ihr vielleicht den kleinen Gewindestift. Das müsst ihr einmal lösen, wenn ihr dieses Teil demontieren wollt. Ansonsten auch hier vom Auto exakt identisch. Bedeutet auch wieder 19,5 mm. Schön dickwandig innen drin. Dementsprechend kein Spiel drauf, kein Schwingen oder sowas drauf auf dem Ding. Und wie vorhin auch schon gesehen, halt im inneren Bereich diese rote Eloxalschicht. Unheimlich schöner Kontrast zu diesem mattschwarzen Vorderschaft. Macht von der Optik doch einiges her, muss ich sagen. Aber das ist natürlich Geschmackssache, wie üblich. Auch den Vorderschaft haben wir vorhin schon im Detail durchgesprochen. Bedeutet hier eben diese Mischkombination M-Lock-Position, Picatinny-Schienen vorne, links, rechts, ebenfalls im unteren Bereich Picatinny. Oben schön aufgefräst, im inneren Bereich sieht man dann das nachgebildete Gasrohr liegen, denn auch hier eben solche, ja, so Schlitze drin. Sieht einfach auch mega, mega sexy aus und ist einfach E&C unheimlich gelungen, dieser Vorderschaft. Also allgemein Qualität Vorderschäfte bei E&C, muss ich sagen, Hut ab. Die sind einfach out of the box hervorragend. Also merkt man auch keinen Unterschied, ob man sich jetzt irgendwie einen Vorderschaft irgendwie für 100 € oder so kauft, da können die problemlos von der Qualität mithalten. Auch nirgendwo, weder bei der Skeleton noch bei dieser BC9, irgendwo eine Macke drin oder irgendwas unsauber, irgendwie vom Fräsen, Spuren oder so vom Werkzeug sichtbar, überhaupt nichts. Schön beschichtet, tolles Mattschwarz, wie gesagt, Qualität Vorderschaft, hervorragend, richtig, richtig gut. Und eben auch die QD-Aufnahmen, bei dem jetzt hier für einen Slingswivel hier vorne einmal und im mittleren Bereich noch einmal, jeweils links wie auch rechts. Auch die Passgenauigkeit ist dann genauso gut wie bei der BC9. Bedeutet, lasst mich das mal kurz wegschieben, hier die Halter, drehen wir es mal so kurz her.
Auch hier die Passgenauigkeit hier oben vollkommen in Ordnung. Man merkt zwar eine minimale Kante jetzt hier, aber das ist, wenn es hochkommt, vielleicht, keine Ahnung, 0,1. Also das merkt man wirklich nur, wenn man hier mit dem Fingernagel einmal drüber fährt. Ansonsten, wie gesagt, mit dem Finger wirkt es sehr, sehr bündig. Also hier auch sehr, sehr stimmig, schöner Übergang, Passgenauigkeit zum Receiver, ebenfalls hervorragend, kein Spalt oder sowas drin, sitzt natürlich auch hervorragend dran, selbstverständlich. Vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, bei beiden Modellen, da kein Spiel oder sowas drin, ihr könnt das nicht irgendwie verdrehen, verwinden oder sowas, nix, es wird einfach über die Barrel Nut richtig schön sauber verschraubt. Hier muss man aber vielleicht mal ansprechen, bei E und C, ja, die Vorderschäfte und auch die Outer, das sitzt alles bombenfest bei den Modellen dran. Wenn ihr aber mal einen anderen Vorderschaft bei einer E und C verbauen möchtet, dann benötigt ihr sehr viel Hitze, denn E und C verwendet Schraubensicherung bei der Barrel Nut. Bedeutet innen drin letztendlich die große Schraube, welche den Vorderschaft aufnimmt, ist auf dem Gewinde vom Upper Receiver verklebt. Dementsprechend müsst ihr die ganze Barrel Nut erstmal aufheizen, ordentlich auf Temperatur bringen, damit sich die Schraubensicherung wieder löst und ihr das Ganze abschrauben könnt. Im Regelfall muss man aber natürlich so einen Vorderschaft, gerade wenn man schon so einen ultramodernen dran hat, normalerweise, wenn er eben nicht beschädigt ist, auch nicht wirklich tauschen bzw. wechseln. Ein weiteres Highlight neben dem sehr stimmigen Vorderschaft ist natürlich bei dieses Skeletor der gesamte Receiver. Beziehungsweise letztendlich ist es ja ein handelsüblicher AR15 Receiver, wie man ihn kennt. Also nicht dieser moderne wie bei der BC9, sondern ganz normal rund oben vom oberen Receiver oder vom oberen Gehäuse. Aber eben nach der Fertigung nochmal über die Fräse drüber gefahren und entsprechend hier ein paar so Designelemente oder so ein paar Fräsungen einmal angebracht. Und dadurch wirkt das Modell einfach unheimlich ausgefallen. Und also ich finde es sehr ansprechend, aber das ist einfach Geschmackssache. Manche Leute feiern solche Knüpfen, andere sagen, geh weg damit. Und wie gesagt, Geschmackssache, ich finde es sehr, sehr angenehm oder sehr, sehr schön. Bedeutet, hier seht ihr, der gesamte Magazinschacht komplett aufgefräst, letztendlich nur noch die Streben drin, damit er eben nicht hier vorne einknicken kann oder verbiegen kann. Hier seitlich ein bisschen eine dickere Strebe und es sieht einfach sexy aus, wenn man dann hier hergeht und das Magazin mal reinzömpelt. Das sieht einfach schön aus, muss man sagen. Also von der Umsetzung finde ich es wirklich gut. Da würde ich nicht schimpfen. Auch so von der Qualität, von der Passgenauigkeit genauso wie letztendlich bei der BC9. Bedeutet auch hier haben wir letztendlich, wartet, ich drehe es euch mal andersrum, dann kann man es vielleicht besser sehen. Auch hier haben wir letztendlich diesen, ja, kein Spalt, also hier hinten quasi Übergang Upper-Lower, wo man meint, das ist ein Spalt. Auch hier ist kein Spalt, sondern da wird einfach diese Rundung wird hier innen drin ein bisschen schlanker und dadurch sieht es zwar aus, dass hier ein Spalt drin ist, aber es ist dennoch bündig. Wie gesagt, es wirkt nur so, aber es ist eben kein Spalt, wie man es jetzt vielleicht am Anfang denken könnte. So, von der Seite ebenfalls, wie vorhin schon angesprochen, auch komplett aufgefräst, so kleine Schlitze hier drin und das Ganze eben jetzt nur auf der Seite, wo die Gearbox auch wirklich geschlossen ist. Bedeutet auch hier im hinteren Bereich, seht ihr, die Gearbox ist jetzt hier geschlossen im inneren Bereich, ist nicht offen und dementsprechend kann euch hier auch kein Schmutz oder Dreck ins System einmal eindringen. Edelstahlzylinder sieht man hier innen drin auch komplett geschlossen, ohne Öffnung auf der Seite, damit hier auch eben das System vor Schmutz gesichert ist. Also auch hier einfach ein bisschen mitgedacht, nicht einfach sinnfrei irgendwelche Fräsungen angebracht, sondern eben ein kleines bisschen überlegt, wo diese Fräsungen vielleicht Sinn machen oder nicht. So, dann von den Bedienelementen exakt genauso, bedeutet auch hier der Magazinauswurf vom Schützenaus auf der linken Seite, standardmäßig wie vorhin schon gesehen, ebenfalls vom Schützenaus auf der rechten Seite und natürlich auch hier beidseitig einmal umschaltbar. Der Abzugsbügel ist sogar hier in Rot eloxiert und auch habt ihr bei dem Modell jetzt einen CNC gefertigten oder CNC gefrästen Abzug. Das ist bei der BC9 nicht der Fall. Seht ihr jetzt hier der Abzug von der Skeletor ist eher, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, sieht ein bisschen aus wie so ein Blitz. Kennt man zum Beispiel auch so ähnliche, hat glaube ich VFC auch teilweise schon verwendet, ist einfach ein ganz normaler CNC gefertigter Abzug, funktioniert aber vom Abzugsweg genauso wie der von der BC9, bedeutet auch hier über den Gewindestift, über die Madenschraube, der Abzugsweg unheimlich knapp und kurz einmal einstellbar, bedeutet hier direkt out of the box natürlich ein Hair-Trigger. Der Pistolengriff ist dann letztendlich exakt identisch, bedeutet hier auch der BCM, schön strukturiert, haben wir uns vorhin schon angeschaut. Auch hier bei der Skeletor hinten
Auch hier einmal dieses Loch drin, wo ich euch vorhin schon kurz angesprochen habe. Buffertube 1:1 identisch und der Schaft hinten auch aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Auch hier von der Qualität in Ordnung, hat aber wie vorhin auch schon angesprochen ein kleines bisschen mehr Spiel im Vergleich zur BC9. Beziehungsweise bei der BC9 sitzt er hervorragend. Hier ist es Standard, würde ich sagen. Also auch hier im komplett eingeschobenen Zustand könnt ihr vielleicht sehen, minimalst ein kleines bisschen Spiel auf der Tube drauf. Und wenn man dann komplett ausziehen, wer halt ein bisschen größer gewachsen ist, hier hinten auch so circa 2 mm ein bisschen Luft. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, stört letztendlich nicht, denn sobald es im Anschlag drin ist, die Knifte, nehmt ihr dieses Spiel nicht mehr wahr. Und abschließend beim Schaft hinten sogar diese QD-Aufnahmen, ebenfalls in diesem Rotton, einmal eloxiert, damit das Ganze einfach zu der Knifte dazu passt. Dann lasst uns ebenfalls in der Nahaufnahme noch ganz kurz über das Thema Hop-Up sprechen. Vorhin schon ganz kurz angesprochen, hier eben mit Funktion der Bolt Catch, bedeutet ganz bequem Spannhebel zurück, wird einwandfrei und sauber arretiert und auch jetzt nicht irgendwie wie bei Specna Arms, dass wenn ihr den Spannhebel zurückzieht, dass dann das Blech irgendwie frei ist und da innen drin rumschwabbeln kann und rumlaufen kann. Nein, das wird einfach sauber geführt und es funktioniert einfach. Wie vorhin schon kurz angesprochen, das ist einfach benutzerfreundlich. So, dann bleibt eben dieses Verschlussblech oder dieser Fake-Verschluss bleibt einmal offen und dann seht ihr, auch hier ist letztendlich die bekannte E&C Rotary Hop-Up-Kammer drin. Schauen wir uns alle später nochmal im Detail an. Aber jetzt gerade im Vergleich zu den älteren Modellen in der Generation 4 seitens Bugatti jetzt bereits ein sehr gutes Bucking und ein passender Tensioner drin verbaut. Bedeutet out of the box Minimum würde ich euch 0,28 Gramm empfehlen, denn alles was darunter ist, zumindest so wie die Knifte kommt mit dem 60er Bucking, neigt ein bisschen oder tendiert eher zum Überhoppen. Bedeutet ihr habt dann 10 Schuss bei 0,25 Gramm, wo 8 Stück zum Beispiel Kerzen gerade fliegen und dann habt ihr immer wieder 2 Stück drin, die leicht nach oben abdriften und das wird ab 0,28 wird es einfach konstanter. Bedeutet auch bei diesen beiden E&C Kniften, im Allgemeinen bei diesen Bugatti Buckings, dieses Fly 5 in 60 mit dem Tensioner, ich würde euch immer Minimum 0,28 empfehlen, im besten Fall 0,3 Gramm. Und das funktioniert auch hier bei diesen beiden Modellen einfach am besten. So, und dann eben Rotary Hop-Up-Kammer und das ist wirklich zwar eine günstige Hop-Up-Kammer, aber die funktioniert out of the box einfach super. Bedeutet, ihr habt hier keinen zu starken Widerstand drauf. Er ist aber auch nicht zu leichtgängig, dass irgendwie das Rädchen sich von alleine verstellen kann. Ihr könnt das Ganze einfach unheimlich sauber und fein, ohne irgendwelche Klicks, sondern komplett frei natürlich, also stufenfrei einmal einstellen. Und das eben im kleinsten Zehntelbereich letztendlich mit dem Fingernagel. Also ja, eine sehr günstige Hop-Up-Kammer, letztendlich Kunststoff, keine fancy CNC-Gefräste. Aber Leute, solange das Zeug out of the box funktioniert und man damit einfach super Ergebnisse erzielt, lasst das Zeug drin und betreibt das Modell so, meiner Meinung nach. Wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen bei den Internals. Gut Leute, jetzt kommen wir eben einmal zu den Internals, sprechen wir sie wieder im Detail durch, aber das Ganze, wie vorhin schon angesprochen, etwas zügiger, denn letztendlich hat sich hier im Vergleich zu den Vorgängermodellen eigentlich nichts großartig geändert. Die Gearbox-Shell, wie vorhin schon angesprochen, auch diese ist natürlich 1:1 identisch bei diesen Generation 4 E&C Kniften. Nur bei der Skeletor ist die hier eben jetzt hier im äußeren Bereich rot eloxiert. Genauso wie der Abzug, das ist ein kleines bisschen anderer. Aber ansonsten ist die Gearbox vom Material 1:1, von den Maßen exakt identisch. Wie gesagt, gleiche Gearbox, nur dass die eben jetzt rot ist. Was ihr jetzt vielleicht auch sehen könnt, ich habe hier leider eine weitere kleine Macke in die Eloxalschicht gerade reingemacht, denn dieses beidseitige Feuerwahlhebelsystem war unheimlich stark miteinander verpresst. Bedeutet, musste mit dem Schraubendreher hergehen und musste hier unten relativ stark einmal reinklopfen, bis man dieses Zahnrad einmal lösen hat können. Dementsprechend jetzt hier unten direkt mit dem Schraubendreher gleich eine weitere Macke leider reingemacht. Aber auch das sieht man letztendlich im eingebauten Zustand nicht mehr. So, Gearbox von E&C ist in Ordnung, ist eine stinknormale V2 Gearbox, aber eben mit einem speziellen Feuerwahlhebel oder beziehungsweise mit einem Feuerwahlhebelsystem beidseitig und einem relativ speziellen Verschlussfanghebel beziehungsweise Bolt Catch Lever.
bedeutet diese Punkte hier, quasi Vertiefungen für das Zahnrad, wie auch diese Senkung, sind zum Beispiel identisch auch zu VFC. Also das ist kompatibel miteinander. Aber hier vorne die Aufnahme für den Bolt Catch Lever, quasi für diesen hier, weicht ein klein wenig ab, denn E und C federt das Ganze hier im inneren Bereich über so eine Nut. Bedeutet, in dieser Nut sitzt eine kleine Feder drin, wo dieser Hebel einfach nach oben gedrückt wird. Bei anderen Herstellern sitzt der Lever außen drauf und wird dann hier unten über ein Loch quasi einmal gefedert. Also quasi Feder von dem Loch hier einmal rum und dann nach vorne. Wenn ihr so einen habt, wäre dieser aber auch kompatibel. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht unbedingt den hier verwenden, sondern wenn ihr einen anderen habt von Syma zum Beispiel oder Specna oder, nee, Specna hat ja sowas nicht. Was hätte man da noch? Syma und, was haben wir noch? E&L oder sowas. Also alle, die halt da außen dran sitzen, auch VFC, die könnt ihr auch verwenden, müsst das Ganze aber anders federn. Wie gesagt, hier eine kleine Besonderheit. Ansonsten handelt es sich hier um eine ganz normale V2 Gearbox Shell. Also nichts Besonderes, nichts fancy, nicht irgendwie bei Ares. Und auch hier aber recht schön kleiner Cut drin, um quasi das Ganze zu entspannen. Bedeutet auch, wenn ihr jetzt irgendwie Precocking drauf haben solltet oder die Nozzle einfach entspannen wollt, um zum Beispiel Nozzle-Länge zu prüfen, zur Hop-Up-Kammer oder sowas, dann könnt ihr einfach das Ganze hier unten schnell reingehen und könnt im inneren Bereich den Anti-Reversal-Latch schnell lösen, damit die Nozzle vollständig entspannt. Also hier so eine kleine Fräsung dran ist in Ordnung. Was mir ein bisschen fehlt, was ich zum Beispiel bei dieser OEM-Gearbox von Specna, Lancer, SSR4 zum Beispiel ein bisschen schöner finde, ist das Kabelmanagement, auch bei Syma zum Beispiel, denn hier ganz normal die Kabel einfach unten flach reingelegt. Wie gesagt, da haben andere Hersteller heutzutage, auch G&G zum Beispiel, haben hier so eine schöne Kabelführung, damit man die einfach schön verlegen kann und es dementsprechend nicht zu Problemen kommen kann, wenn man den Motor öfters mal rein und raus baut. Wie gesagt, die liegen zwar jetzt hier sauber drin, aber so ein Kabelkanal oder so eine Kabelführung finde ich heutzutage doch etwas schöner. Von der Haltbarkeit her, ihr seht auch hier letztendlich nichts Besonderes, bedeutet weder im inneren Bereich hier irgendwie fancy verstärkt, noch dass hier irgendwie Radien einmal dran sind. Und das Ganze auch auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls natürlich, hier könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen, kein Radius hier beim Übergang, Zylinderhead vorne, auch hier oben kein Radius drin. Letztendlich nur hier, ja, hier außen so ein bisschen Material ergänzt und dann im inneren Bereich Nut- und Federsystem einmal komplett außen rum. Dementsprechend, so wie die Knifte jetzt original kommt mit 1,6 Joule, wir haben auch am Zylinderhead ein relativ großes Sorbo drauf, das zeige ich euch später, ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn wir das Ding eh schon offen haben, können wir uns noch ganz kurz den Speed-Trigger und die Elektronik anschauen. Hier natürlich auch weiterhin wieder dieses Bugatti Core EFCS und MOSFET-System drin verbaut. Bedeutet moderne Elektronik, Mikrotaster wie gehabt, mechanisches System, Abzug über den Mikrotaster, Akkuüberwachung, Akkuabschaltung, sehr stark belastbar. Also einfach eine super Elektronik wieder out of the box. Aber hier eben jetzt die Besonderheit, wie auch schon bei der dritten Generation war das, glaube ich, und mir bei keinem anderen Hersteller bekannt, der einstellbare Abzug sozusagen. Und besonders jetzt auch bei der Skeletor ein Aluminium-CNC gefresster Abzug drin. Das ist bei dieser BC9 nicht der Fall. Macht aber auch einen Bock nicht fett, ob das jetzt ein Alu-Abzug ist oder ein ganz normaler M4 gebogener irgendwie aus Zink oder so, ist wurscht. Aber hier eben, wie vorhin schon gesehen, der Abzugsweg sehr, sehr kurz, direkt out of the box einstellbar. Bedeutet, die Waffe auf sicher stellen, bis quasi der Safety Lever oben arretiert. Und dann die kleine Schraube hier unten mit einem 0,9er Inbus so weit reinschrauben, bis der Abzug in der Sicherung nur noch ein Hauch Spiel einmal hat. Aufpassen, schraubt ihr es zu weit rein, dann verklemmt sich das Ganze. Also ihr braucht in der Sicherung ein Hauch Spiel. So, und dann ist es eben out of the box möglich, den Abzugsweg extrem kurz einzustellen, so wie in meinem Fall jetzt. Bedeutet, ihr zieht einfach den Abzug und seid hier dann direkt am Mikrotaster dran. Das ist der gesamte Abzugsweg. Und hier auch sehr schön, ihr fühlt sogar dieses Klicken. Das finde ich auch bei G&G immer schön. Bedeutet, ihr könnt den Abzug hinstellen, ihr wisst genau, hier ist mein Taster. Zack, 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 zack. Das ist euer Abzugsweg dann letztendlich. Also ein sehr, sehr kurzer und sehr, sehr feiner Hair-Trigger letztendlich. So, und hier auch nochmal ein Punkt, was mir auch die letzten Tage wieder aufgefallen ist.
Ich habe natürlich auch in 2 Kniften einen Titan drin und ich habe auch Kniften mit dem Aster. Und auch hier kann der Abzug natürlich sehr schön über die Software konfiguriert werden. Bedeutet, man kann auch über die Software den Abzug sehr weit vorstellen und kann dann auch im vorderen Bereich zum Beispiel sehr fein triggern. Was mir ganz persönlich aber fehlt, ist einfach der Anschlag. Bedeutet hier, ja, ihr könnt hier einfach den Abzug herstellen und ihr habt einfach einen Anschlag dran, wisst ihr? Ihr könnt hier deutlich feiner triggern, wie mit einem Titan zum Beispiel, da ihr einfach einen Anschlag habt. Beim Titan oder beim Aster könnt ihr natürlich den Abzug, auch wenn die Waffe hier schon schießt, könnt ihr den Abzug aber dennoch weiterziehen und noch weiter drücken, da ihr einfach keinen sauberen Anschlag habt. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, ich mag das einfach, wenn man hier so einen Anschlagpunkt hat. Finde ich ein bisschen angenehmer. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, das ist jedem selbst überlassen. Bei der Lagerung bin ich mir heute ein kleines bisschen unschlüssig. Da müsste ich jetzt mal kurz in meine alten Reviews reinschauen. Auf jeden Fall sind hier ganz normale 8 mm Kugellager verbaut und das an jedem Gear. Bedeutet im oberen wie auch im unteren Bereich komplett vollständig 8 mm Kugellager. Finde ich jetzt für die Knifte out of the box erstmal in Ordnung. 1,5 Joule, 1,6 Joule, das passt schon. Wenn man aber jetzt höher geht mit dem Modell und wir haben ja ein sehr geiles Federschnellwechselsystem hinten drin, dann bin ich mir unschlüssig, ob diese Entscheidung mit den Kugellagern eine sehr gute oder eine gute Idee seitens E&C ist. Denn gerade die Kugellager am Sektorgear oder auch das Kugellager am Spurgear im unteren Bereich verschleißen doch etwas schneller wie Stahllaufbuchsen. Jetzt hat man hier zumindest schon mal den Vorteil, dass man Kugellager hat mit relativ großen Kugeln. Kennt ihr zum Beispiel auch bei anderen Herstellern, zum Beispiel Specna Arms, die verwenden Kugellager mit sehr, sehr kleinen oder sehr feinen Kügelchen drin. Die verschleißen meistens nochmal ein kleines bisschen schneller wie die Kugellager mit den größeren Kugeln drin. Aber nochmal zurückzukommen auf die Energie, wenn man jetzt hier höher geht, auf Dauer gesehen und das Ding, sage ich mal, die ganze Zeit mit 1,9 bis 2 Joule betreibt, dann wäre es meiner Meinung nach irgendwann vom Vorteil, wenn man die Kugellager am Sektorgear und zumindest das Kugellager am Spur im unteren Bereich durch eine 8 mm Stahllaufbuchse ersetzt. Denn natürlich, man kann durch das Ding jetzt auch, sagen wir mal, 1,5 Jahre durchrotzen oder sowas. Aber man muss immer davon ausgehen, wenn dann wirklich mal ein Lagerschaden kommt, dann ist meistens nicht nur das Lager kaputt, sondern die Gears brechen im Regelfall auch noch. Kommt immer darauf an, natürlich mit dem 11.1er, mit dem starken Motor, kann das schon passieren. Also hier entweder out of the box verwenden, out of the box spielen und das Ding einfach so durchrotzen oder irgendwann eben mal sagen bei einer Wartung nach einem Jahr oder so, okay, ich gehe einfach auf Nummer sicher und tausche die Kugellager durch eine Stahllaufbuchse aus. Wie gesagt, muss jeder auch wieder selbst entscheiden, ist auch nichts Kritisches. Ich möchte es einfach nur erwähnen, dass eben Kugellager bei zu viel Energie schneller verschleißen wie Stahllaufbuchsen. Aber wie gesagt, wenn ihr eh nur 1.4, 1.5 spielt, lasst sie drin. Dann lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema Gears und Shimming. Gears sind Standard wieder 18:1 gesinterte Stahlgears und ist letztendlich auch wieder das Standard China Gearset, wie man es von zig anderen Herstellern einmal kennt. Bedeutet, auch dieses Gearset findet ihr letztendlich bei den Arcturus AK Modellen vor. Das gleiche Gearset verbaut Specna Arms in ihren Kniften. Also hier absolut nichts Besonderes. Nur eben hier bei der E&C wieder kein 16 Zahn Sektorgear, sondern das Ganze geshort-stroked. So, und jetzt da musste ich leider ein kleines bisschen lachen beim Auseinanderbauen. Wenn ihr euch das Sektorgear anschaut und das Ganze auch mal vergleicht mit den älteren Generationen von meinen Videos her, dann ist auch dieses Sektorgear auf der Release-Seite gestroked, anstatt auf der Catch-Seite. Bedeutet genauso wie bei Arcturus. Jetzt könnte man fast davon ausgehen, dass irgendwie auch dieses Short Stroke bei dem Gear-Hersteller irgendwie durchgeführt wird und dann die Hersteller irgendwie halt die geshort-strokten Gears wieder einkaufen. Denn wie gesagt, wir hatten auch letztes Mal erst bei den Arcturus dasselbe Phänomen, exakt gleiches Gearset. Aber auch die waren bei der Release-Seite geshort-stroked, anstatt bei der Catch-Seite. Das finde ich irgendwie ein kleines bisschen strange. Also ein bisschen komisch. Wenn man sich jetzt hier aber zum Beispiel diese Silverlines von Bugatti kauft mit 13:1, die sind dann wiederum aber auf der Catch-Seite gestroked. Wie gesagt, ein bisschen strange heute, exakt identisch zu den Arcturus-Modellen. Da weiß man auch wieder nicht, welcher Hersteller macht jetzt was und welcher Hersteller stroked es. Macht es wirklich E&C oder macht es dieser Zulieferer, der die Gears produziert? Weiß ich leider nicht, keine Ahnung, aber ein bisschen komisch.
Aber auf jeden Fall ein Short Stroke und auch hier, auch wenn eben 3 Zähne an der Release-Seite hier gestroked wurden, weder Probleme bei der Skeletor noch irgendwelche Timing-Probleme bei der BC9. Also beide Kniften laufen wirklich hervorragend, obwohl sie rein von der Theorie her an der falschen Seite gestroked sind. Denn wie gesagt, normalerweise müssten hier vorne die Zähne fehlen und nicht hier hinten. Aber wie gesagt, es haut noch problemlos hin. Und würde ich auch nicht großartig kritisieren. Würde es jetzt hier irgendwelche Probleme geben mit dem Timing oder dass man viel Energie verliert vom Timing, vom Nozzle-Timing, würde ich es definitiv kritisch ansprechen. Aber wie gesagt, laufen beide butterweich und haben absolut keine Probleme. So, und dann lasst uns noch kurz auf das Shimming eingehen. Und hier muss ich sagen, es ist in Ordnung, es geht aber auch besser. Zum Beispiel, wieder typisch E und C, Sector Gear war überhaupt nicht geschimmt, Spur Gear war gar nicht geschimmt, Sector Gear war in Ordnung, war ein kleines bisschen im unteren Bereich geschimmt und das Bevel Gear war letztendlich nur im oberen Bereich geschimmt, aber im unteren Bereich nicht. Das ist jetzt beim Bevel Gear wurscht, denn natürlich übers Kegelrad wird dieses so oder so, wenn der Motor die Kraft überträgt, wird dieses so oder so immer nach außen gedrückt. Also ob da unten Shims drauf sind oder nicht, spielt jetzt am Bevel Gear erstmal keine große Rolle. Aber natürlich sollte das Spur und das Sector Gear immer sauber eingeschimmt sein. Und das war hier nicht zu 100% perfekt. Bedeutet, die Gears hatten ein kleines bisschen Luft. Aber dennoch hören sich die Modelle out of the box einfach saugut an. Und das kann ich mir heute leider nicht ganz erklären. Bedeutet, diese BC9 hat einfach ein unheimlich schönes Klangbild gehabt. Ihr habt kein Kreischen drin, ihr habt kein Schreien drin von den Gears. Und auch diese Skeletor jetzt hier, die war auch vom Klang in Ordnung. Hat sich also deutlich besser angehört wie manch andere Modelle, obwohl die Schimmung eigentlich nicht ganz perfekt war und wir hier dennoch Standard Stahlgears aus China drin haben. Also inwieweit die Schimmung das Klangbild optimiert bei den Modellen, kann ich euch heute leider nicht ganz genau sagen. Denn wie gesagt, die Dinger hören sich out of the box bereits sehr gut an, wie ihr vielleicht vorhin bei den Allgemeininformationen bereits einmal wahrnehmen konntet. Wollt ihr aber jetzt eine Wartung machen und wollt einfach die Schimmung noch ein kleines bisschen optimieren, hier mal einen kleinen Punkt, den ich jetzt noch umsetzen werde. Zum Beispiel am Sector Gear im unteren Bereich eine 01er noch hinzufügen. Da ist auch standardmäßig eine drauf. Nochmal eine 01er drauf und im oberen Bereich eine 02er drauf. Und genauso auch beim Spur Gear unten eine 01er drauf, oben eine 02er drauf. Und am Bevel, wie gesagt, am Bevel wäre es relativ wurscht, aber hier habe ich im unteren Bereich zwei 02er drauf, also 0,4 mm. Da war letztendlich nur oben eine drauf. Aber wie gesagt, dann sind sie sauber eingeschimmt und haben kein Spiel mehr. Aber ich denke auch, dass das Klangbild dadurch jetzt nicht noch besser wird. Man kann es machen, aber inwieweit ja irgendwas optimiert sei mal dahingestellt. Kommen wir nun einmal zum Pisten- und zum Zylinderset. Beginnen wir hier beim Pisten und beim Pistenhead. Da hat sich nichts geändert. Ist weiterhin Standard E und C Polyamid-Pisten mit Glasfaseranteil. Müssten so um die 30% GF ungefähr drin sein, also haltbares Material. Und auch hier wieder komplett natürlich mit Stahlzähnen unten dran. Und der vorletzte Zahn wurde hier einmal abgefräst. Sieht zumindest so aus. Also macht den Anschein, als wäre da mal einer gewesen. Jetzt ist er nicht mehr da. Also hier einmal ein 15-Zahn-Pisten, ist aber auch für den Zylinderhead wegen dem AOE auch nötig. Denn der AOE ist seitens E und C aufgrund des großen Sorbo-Pads am Zylinderhead perfekt eingestellt. So, also Pisten können wir nicht schimpfen. Pistenhead, ganz normal Aluminium, auch hier CNC gedreht, vermutlich mit einem O-Ring und mit die Axiallager innen drin. Auch das ist in Ordnung und die Dinger dichten sauber ab. Was mich heute wieder ein kleines bisschen stört, und das hat man leider in der letzten Zeit sehr häufig bei den Herstellern, welche Aluminium-Zylinder-Pistenheads verbauen. Wir haben nur einen O-Ring und auch der Durchmesser wurde hier sehr groß gewählt. Bedeutet, der Außendurchmesser von dem Aluminium hätte locker nochmal um 0,5 mm reduziert werden können. Denn auch so ist es jetzt wieder der Fall, dass wenn der Pisten minimal in der Führung Spiel hat, dass das Ganze innen drin ein kleines bisschen am Edelstahl entlang schleift. Und man sieht jetzt hier noch nichts großartig an Schleifspuren. Auch innen drin ist alles noch picobello und sauber. Kommt aber natürlich auch immer auf den Schmierfilm an. Bedeutet, wenn der Schmierfilm mal ein bisschen abreißen sollte, dann kann es passieren, dass einfach das Alu aufgrund des Edelstahls sich ein kleines bisschen aufscheuert. Ist jetzt hier nicht ganz so wild, denn es ist eben keine Eloxalschicht einmal drüber.
schon öfters angesprochen, manche Hersteller machen dann so einen schönen blauen rein oder einen rot eloxierten und dann sieht man halt nach 1000 bis 2000 Schuss sieht man dann, dass die ganze Farbe schon abgeschliffen ist. Sieht man halt hier nicht und dementsprechend hat man aber auch keinen Abrieb von der Eloxalschicht im System später drin. Also wie gesagt, der hätte ein kleines bisschen enger sein können. Ich werde es aber nicht kritisieren, da man es wie gesagt leider bei sehr, sehr vielen Herstellern hat. Mir ist auch aktuell kein Hersteller bekannt, der out of the box einen anständigen Pistenhead mit 2 Ohrringen verbaut. Wenn ihr also hier irgendwann mal was verbessern möchtet, würde ich euch zum Beispiel diesen grünen von Begadi empfehlen. Der hat vorne nochmal so einen kleinen Ohrring drin oder einen von FPS. Die laufen einfach wunderbar und aufgrund des zweiten kleinen Ohrrings reiben die euch nicht. Wie gesagt, out of the box in Ordnung, auch mit anderen Herstellern, wie gesagt, alles in Ordnung. Man kann aber auch mit Tuning-Teilen minimal ein kleines bisschen optimieren. So, Zylinderset. Zylinder ist bei beiden Modellen exakt identisch. Bedeutet, egal ob jetzt bei der Skeletor oder Skeleton mit einer Lauflänge von 235 mm oder bei der BC9 mit einer Lauflänge von 200 mm, bei beiden Modellen ist ein Typ C Zylinder drin verbaut aus Edelstahl. Also ganz normaler Edelstahlzylinder, gerade schon reingelunzt, schön aufpoliert und auch die Volumenreduzierung wurde innen drin schön entgradet. Also hier nichts Scharfkantiges, damit irgendwie der Ohrring aufreißen oder verschleißen kann. Nichts sauber entgradet, das passt soweit. Qualität in Ordnung. Auch das Volumen ist bei beiden Modellen mehr als ausreichend. Zum Beispiel bei der Skeletor kommen wir auf 2,3:1 und bei der BC9 kommen wir auf stolze 2,7:1. Und dementsprechend auch keine Probleme hier irgendwie 0,32 Gramm plus BBs irgendwie reinzuzimmern. Denn wie gesagt, bei beiden Modellen ist einfach unheimlich viel Luft im Zylinder vorhanden, auch für schwere BBs. Also das ist klasse. So, und jetzt kommen wir zu 2 Bauteilen, wo ich mir heute leider nicht ganz sicher bin, ob die noch genauso sind oder ob die verbessert wurden. Der Zylinderhead, der ist letztendlich genauso wie bei den älteren Modellen, welche wir uns angeschaut haben. Bedeutet auch aus Messing gefertigt, 2 Ohrringe außen drauf, die übrigens perfekt abdichten und unheimlich Press einmal im Zylinder drin sitzen. Moment, ich presse das mal so rein. So, die dichten also mehr als ab und dadurch sitzt aber auch der gesamte Zylinderhead komplett spiel- und wackelfrei da vorne drin. Also das, wenn ihr mal vergleicht mit einer Specna Arms, mit diesem blau eloxierten oder mit dem rot eloxierten, die sitzen deutlich schlechter und muss man teilweise mit PTFE-Band einmal umwickeln. Ist hier nicht nötig, also der sitzt mehr als perfekt einmal drin. So, und jetzt aber der Punkt. Das hatten die älteren Generationen, glaube ich, auch schon 2 Ohrringe. Auch dieses große Sorbopad hier hinten drauf hatten die alten Versionen auch schon und dementsprechend auch vorher bei den älteren Videos damals schon angesprochen, E&C stellt hier den AOE über dieses große Sorbopad ein. Bedeutet, der Piston wird etwas nach hinten versetzt und dadurch passt hier hinten der AOE vom Sector Gear. Also das passt auch bei den älteren Versionen, war das immer perfekt. Was ich aber immer kritisiert habe, ist, dass das Sorbopad von E&C relativ hart ist. Natürlich, E&C muss darauf achten, dass die Dinge auch im Ausland, wenn sie es jetzt international verkaufen, auch Full Auto problemlos funktionieren. Und das kann mit einem weichen Sorbopad schnell mal in die Hose gehen, da das Pad einfach sehr stark nachgeben kann und dadurch Sector Gear nicht immer zu 100% gleich reingreifen kann in den Pisten. So, jetzt aber bei dieser BC9 und bei dieser Skeletor, bei dieser neuen Version, ist das Sorbopad deutlich weicher. Das müsste rein theoretisch nur ein 60 Shore sein. Also das konnte man bei der alten Version, konnte man das so gut wie nicht zusammendrücken. Und wenn ihr jetzt mal herschaut, kann man richtig schön einmal komprimieren das Ganze. Und dementsprechend auch hier jetzt aufgrund des weicheren Sorbopads wiederum weniger Belastung in die Gearbox. Finde ich also gut. Also hier ist Sorbopad schön groß gewählt. Es ist auch so ein Nut- und Federsystem. Das seht ihr, das ist letztendlich genauso oder ähnlich gelöst wie bei diesem Begadi Pro Zylinderhead. Da wird ja auch das Sorbopad hinten Nut- und Federsystem reingeklickt und dann hält es sauber. Und auch hier ist es auch so ähnlich, quasi auch reingedrückt, reingepresst Nut- und Federsystem. Hält sauber, löst sich nicht, ist aber wie gesagt deutlich weicher wie noch bei den älteren Modellen. Finde ich also gut, hier ein kleines bisschen optimiert im Bereich des Sorbopads. So, und eine weitere Optimierung, oder ist es eine Optimierung, oder ich bin mir nicht genau sicher, ab welcher Generation das Ganze geändert wurde. Die Nozzle ist eine Standard AR15 oder M4 Nozzle, Länge sind hier 21,1 mm. Ihr könnt auch auf 21,15 gehen oder 21,2, langt auch noch locker aus von der Länge her.
Aus Messing gefertigt, aber nicht mit einem Ohrring, sondern mit 2 Ohrringen einmal drin. Könnt ihr vielleicht so erkennen? 2 Ohrringe. Allerdings, diese beiden Ohrringe sind bei der Nozzle beide exakt im hinteren Bereich. Und dadurch dichtet das Ganze zwar perfekt einmal ab, also ihr verliert beim Übergang vom Zylinderhead zur Nozzle, verliert ihr hier keinen Druck. Denn wie gesagt, die Ohrringe sitzen sauber, die Nozzle läuft sauber. Aber ein Punkt, die Nozzle hat dennoch ein kleines bisschen Spiel in Schussposition. Ist jetzt aufgrund der Kunststoff-Hop-Up-Kammer kein Problem, aber zum Beispiel, ich hatte über Weihnachten auch eine Specna Arms da war eine Max Hop-Up-Kammer drin. Auch diese hatte an der Nozzle unheimlich viel Spiel, hatte sogar mega viel Druckverlust an der Nozzle. Aber hier hatte ich das Problem, dass die Nozzle vom Kugelstrang von den BBs vom Midcap-Magazin zu stark nach oben gedrückt wurde und dann hat die Nozzle immer im oberen Bereich von der Max unheimlich gescheuert. Da hat man so richtig schöne Schleifspuren einmal gesehen. Das ist hier eben nicht ganz so schlimm, denn die Nozzle hat deutlich weniger Spiel und auch reibt die Nozzle natürlich nicht an der Alu-Hop-Up-Kammer. Wenn ihr aber jetzt hergeht und wollt eine Aluminium-Hop-Up-Kammer verbauen, sei es eine Max oder eine Neptune oder whatever, dann würde ich dennoch zur Sicherheit die Nozzle tauschen. Denn hier sollte das Alignment von der Nozzle natürlich immer so perfekt wie möglich sein und nicht irgendwie rumschwabbeln. Hätte jetzt E und C, wie zum Beispiel bei den Bugatti-Nozzeln oder wie bei den E-Pes-Nozzeln, den vorderen O-Ring noch weiter nach vorne gezogen, zum Beispiel hier unter diese Kante drunter, dann wäre die Führung von der Nozzle nochmal etwas besser. Also hier auch nichts Kritisches, wie gesagt, dichtet hervorragend ab, aber das Alignment, wenn man eine CNC-Hop-Up-Kammer irgendwie verbaut, dann sollte das Wackeln hier nicht so stark sein. Wie gesagt, dann würde ich vielleicht auf eine Bugatti oder auf eine E-Pes-Nozzle gehen, denn die laufen einfach deutlich schöner und haben deutlich weniger Spiel auf dem Zylinderhead. Bevor es dann gleich weitergeht mit laufenden Hop-Up-Systemen, sprechen wir noch kurz über den Motor. Auch hier ist bei der E&C-Serie weiterhin der Mamba Balance Motor drin, 30 kW mit 19 TPA. Schon häufiger drüber gesprochen, fand ich es letzte Mal im Video von den Arcturus-Modellen sehr gut. Da haben sie den 19K reingebaut. Der 19K ist zwar ja, ein bisschen langsamer und auch vom Zyklus her minimal langsamer, aber er ist deutlich effizienter und zieht einfach nicht so hohe Ströme raus wie der 19K, wie der 30K. Bedeutet, der 30K, ja, er ist sauschnell und ja, er hat Bums ohne Ende drauf, er braucht aber auch die entsprechenden Akkus. Und dementsprechend ist mir jetzt gerade bei diesen beiden Modellen, die ich jetzt da habe fürs Review, bei dieser Skeleton, bei der BC9, ist man eigentlich auch wieder angewiesen, aufgrund des sehr starken Motors wirklich gute Akkus zu verwenden. Bedeutet, ihr braucht jetzt nicht auf die Idee kommen, da irgendwie so einen 1000 mAh Akku mit 20C reinzuknüllen. Das könnt ihr vergessen. Bedeutet, ihr solltet dann schon, wie vorhin schon angesprochen, ihr solltet dann schon auf diese, ja, auf einigermaßen Akkus gehen, die einfach hohe Ströme abgeben können. Eben so zum Beispiel dieser Superio, der eignet sich einfach bei diesem 30K Motor am besten. Oder ihr schaut einfach mal bei Hobby King oder irgendwas rum, schaut aber, dass ihr halt wirklich so hohe C-Werte wie möglich reinknallt. Wie gesagt, so 30, 60 C plus, 1500 mAh, das ist in Ordnung. Dementsprechend ist man hier aufgrund des Motors leider ein bisschen gezwungen, solche starken Akkus zu verwenden. Wie gesagt, hätte jetzt Bugatti hier ihren 19K reingebaut, dann wäre das System vielleicht ein bisschen langsamer gewesen, ein paar Millisekunden vom Zyklus. Aber man hätte auch etwas kleinere oder etwas schwächere Akkus verwenden können. Ihr könnt natürlich auch 7,4 Volt verwenden, sprich nichts dagegen. Dann wird aber das System halt noch ein bisschen langsamer. Das muss man immer abwägen, muss man sich für sich entscheiden. Es funktioniert natürlich alles. Also 7,4 oder 11,1 Volt ist euch überlassen. Aber wie gesagt, ich würde gerade bei diesem 30K, ich würde immer schauen, dass ich einfach einen LiPo verwende, 11,1 Volt und von den Strömen einfach so hoch wie möglich, damit der Akku nicht überlastet wird und damit der Motor sich auch seine Ströme einmal gönnen kann. So, Hop-Up-System hat sich jetzt, glaube ich, bei der Generation 4 geändert, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall weiterhin E&C Hop-Up-Kammer drin, aus Kunststoff verbaut im Rotary. Ist erstmal in Ordnung und sitzt auch sehr, sehr gut einmal in der Knifte drin. Auch der Übergang Hop-Up-Kammer zur Gearbox ist in Ordnung, bedeutet auch hier vom Durchmesser nicht zu viel Spiel. Bedeutet hier immer aufpassen, die Hop-Up-Kammer sollte hier so sauber wie möglich einmal drin sitzen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, die hat hier in der Bohrung vorne bzw. in dem Loch
wirklich ein Hauchspiel. Das sind vielleicht 0, ja, vielleicht 0,2 maximal, ja, vielleicht 0,3, aber wirklich Maximum. Warum spreche ich das heute so deutlich an? Wie gesagt, ich hatte auch über Weihnachten eine Specna Arms da mit einer Max M4A drin. Da hat das Ganze leider hinten und vorne nicht hingehauen. Bedeutet, die ganze Hop-Up-Kammer konnte da vorne an der Gearbox locker einen Millimeter rumschwabbeln, hat im Outer einen Millimeter rumgeschwabbelt und dann hat das Alignment von der Nozzle, die auch da vorne eben mega rumschwabbeln konnte, hat dann hinten und vorne nicht gepasst und dadurch ist es zu Problemen gekommen, wenn die High-Cap-Magazine vollgeladen waren und zu viel Druck vom Kugelstrang auf die Nozzle wirkte. Dann hat es immer wieder so Spritzer gegeben, beziehungsweise die Kugeln sind halt wirklich so plopp und nach 2-3 Meter sind sie auf den Boden gefallen. Erst wenn dann mal die ersten 50 Schuss oder 100 Schuss aus dem Magazin draußen waren, erst dann lief die Knifte anständig. Also hier immer beachten, dass wirklich die Hop-Up-Kammer hier hinten vom Durchmesser sauber einmal zur Gearbox passt und dass natürlich auch die Nozzle hier vorne nicht zu stark irgendwie wackeln kann. Also wenn die Nozzle da vorne irgendwie 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter rumschwabbelt, dann Nozzle definitiv wechseln. Das ist aber hier in Ordnung und wie gesagt, Alignment auch mit der Hop-Up-Kammer tipptopp. So, und jetzt eben neu bei der 4. Generation, und es war ja auch schon bei diesen SMR16 Modellen in der 4. Generation der Fall, habe ich mir zwar nicht extra angeschaut, habe ich auch kein Video drüber gemacht, aber hier verbaut Begadi jetzt eben auch ihr eigenes Hop-Up-System. Bedeutet auch hier wieder dieses Fly 5 in 60 Shore drin verbaut, schon häufig angesprochen, ist eine Kombination aus einem Maple Leaf Super Macaron und einem TNT T-Hop Bucking. Bedeutet sehr lange Patchfläche vorwärts, dann einfach die Stützen seitlich, damit die Patchfläche gerade runtergedrückt wird. Sehr, sehr gutes Bucking und das Ganze wird kombiniert mit einem passenden Tensioner mit 5 mm mit einem Radius unten dran. Und das passt einfach hervorragend zusammen. Nur der einzige Punkt, der mir aufgefallen ist, der Hop kommt relativ spät. Bedeutet, wenn ihr das Ding auf 0 hochdreht, müsst ihr locker eine halbe Umdrehung zurücklegen, bevor 0,32 Gramm BBs anfangen zu hoppen. Und auch ein kleiner Punkt ist zu beachten, aktuelles Thema, hat jemand geschrieben auf YouTube bei den Arcturus-Waffen, wo ich gesagt habe, ja, das Hop-Up, das funktioniert super, aber er hat jetzt rumprobiert, bei ihm streuen die BBs zu stark. Ja, er hat 0,2er oder 0,25 Gramm BBs verwendet. Leute, das würde ich euch bei allen Flat-Hop-Buckings, egal ob ihr jetzt so ein Begadi drin habt, ob ihr ein Maple Leaf drin habt oder ob ihr ein TNT verwendet keine 0,2 Gramm BBs. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Also bei diesen ganzen modernen Hop-Up-Buckings und Hop-Up-Systemen würde ich immer Minimum 0,28 Gramm gehen. Im besten Fall 0,3 Gramm. Denn für solche Kugeln sind diese Hop-Up-Systeme ausgelegt. Und wie gesagt, egal welches Bucking ihr da verwendet, auch wenn ihr ein Maple Leaf MR oder so verwendet, würde ich immer etwas höher gehen vom Kugelgewicht. Andernfalls für 0,2 braucht ihr nicht unbedingt so ein Hop-Up-System. Also hier auch wieder zu beachten, 0,28 Minimum, im besten Fall 0,3 Gramm und dann funktioniert das Ganze wirklich hervorragend. So, auch vom Aufbau her übrigens, falls ihr mal überlegt, auf ein 7 mm System zu wechseln, ist nicht ganz möglich. Denn ja, der Durchgang hier oben wäre zwar lang genug in dieser Original E&C Hop-Up-Kammer, aber der Durchgang ist stark abgerundet. Und wenn ihr dann einen Tensioner verwendet mit 7 mm, der eckig ist, dann drücken euch die Ecken hier auf diese Radien innen drin drauf. Das haut also leider nicht ganz hin. Muss man aber meiner Meinung nach nicht unbedingt, denn ich muss jetzt auch nicht unbedingt in so einer SAEG jetzt 0,45 Gramm BB spielen. Meiner Meinung nach ein kleines bisschen unnötig. Okay, also das passt soweit und auch hier muss man wieder sagen, ja natürlich, man kann jetzt wieder hergehen und kann von mir aus eine Neptun reinmachen oder so eine Max mit angepasstem Durchmesser hinten und angepassten Flügeln. Das ist immer alles möglich, aber das ist mittlerweile alles so teuer geworden, dass man halt für eine Hop-Up-Kammer, was kostet die Neptun, kostet ohne Teamrabatt 70 Euro. Die Max kostet irgendwas mit 90 Euro. Dann braucht ihr hinten noch den anderen Adapter. Seid ihr bei 100 Euro, braucht ihr die Flügel seitlich. Seid ihr 110 Euro, braucht ihr einen anderen Tensioner, seid ihr 110 Euro los. Bloß für eine Hop-Up-Kammer. Dementsprechend muss ich leider auch heute wieder sagen, teste das Zeug erstmal so, wie es out of the box kommt. Diese ganzen Kunststoff-Hop-Up-Kammern mit diesen Buckings, mit diesen Tensionern funktionieren wirklich schon super.
Also auch hier wieder der Punkt, ja, wie gesagt, probiert's und dann könnt ihr immer noch irgendwann sagen, wenn er sagt, ja, ich brauche aber vielleicht ein feineres Rädchen vom Einstellen, ich will auf ein 7 mm System gehen, dann könnt ihr immer noch hergehen und könnt euch mal eine Hop-Up-Kammer für 70 Euro kaufen. Aber ist heutzutage meiner Meinung nach kein Must-Do. Wie gesagt, probiert's erstmal aus und dann entscheidet immer noch nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ob ihr wirklich nochmal Geld rein investieren wollt oder ob das Zeug einfach euch out of the box langt. Denn wie gesagt, so viel bringt jetzt so eine CNC-Hop-Up-Kammer auch nicht mehr. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Baue ich das Ding wieder zusammen und wir sehen uns abschließend zum Fazit. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review zur brandneuen E&C BC9 und zur aktualisierten oder ja, neue Generation ebenfalls von der Skeletor. Wie gesagt, die kannten wir schon, die hatte ich schon in der Generation 2 da, jetzt eben auch Gen 4. Und diese BC9, die ist eben jetzt komplett brandneu. So, Fazit, Leute. Ich habe sehr, sehr viele Punkte einmal notiert. Ich hoffe, das bringe ich alles da drüben einmal in die Box rein. Und ich werde euch auch zu den Punkten ein bisschen was ansprechen, was vielleicht bei der einen besser war wie bei der anderen. Gibt es ganz kleine Unterschiede, wie gesagt. Ich werde aber dennoch das Fazit für beide kombinieren. Denn die meisten Punkte sind natürlich 1:1 identisch. Beginnen wir beim ersten Pluspunkt. Das habe ich jetzt kombiniert und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal ausgefallen und mal wieder ein bisschen was anderes. Und hierauf beziehe ich mich einfach bei der BC9 zum Beispiel auf diese unheimlich geile Farbkombination. Sunset Grey in Kombination vom Schwarz B-Color, nicht so arg vom Kontrast und ein richtig geiler Farbton. Hammer. Feiere ich und dementsprechend einfach nicht dieses langweilige Schwarz oder FDE, wie man es kennt, sondern mal was anderes. Finde ich gut. Und natürlich die Skeletor, die ist natürlich komplett ausgefallen. Wie am Anfang schon gesagt, für Milsimmer vielleicht natürlich nicht so gut geeignet. Aber für irgendwelche Jüngeren, die jetzt anfangen mit den 18 Jahren Airsoft zu spielen, vielleicht eben nebenbei zocken, irgendwie COD oder whatever, da ist das vielleicht was Interessanteres. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde beide Modelle einfach unheimlich ausgefallen und auch sehr schön, muss ich sagen. Also toll umgesetzt. Der zweite Pluspunkt ist dann die Verarbeitungsqualität bei beiden Modellen hervorragend. Hat sich E&C nirgendwo ansatzweise einen Schnitzer geleistet. Die Übergänge sind sauber, die Vorderschäfte sind sauber gefräst. Beides sind Geissli-Vorderschäfte. Die Rohre oder die Outer sind schön dickwandig, schwingen nicht, wackeln nicht. Es passt einfach alles wunderbar zusammen. Der Feuerwahlhebel läuft butterweich, kein Haken, kein Kratzen drin. Und dementsprechend natürlich die gesamte Verarbeitungsqualität hervorragend. Kann man aber auch natürlich heutzutage für den aktuellen Preis, was die mittlerweile kosten, auch erwarten, meiner Meinung nach. Also Verarbeitung klasse. Und dann gerade schon angesprochen, natürlich Feuerwahlhebel läuft sauber und natürlich sind auch diese Modelle in der Gen 4 komplett beidseitig nutzbar. Der Bolt Catch ist mit Funktion, Feuerwahlhebel beidseitig, Magazinauswurf, hier schöne erweiterte Druckplatte dran. Auf beiden Seiten funktioniert einfach hervorragend und dementsprechend nicht nur für Linkschützen, sondern auch wer eben mit Umschultern spielt, aus der Deckung so rausgeht, auf andere Seite so rausgeht, ist es einfach benutzerfreundlich, finde ich. Finde ich einfach klasse, können gerne mehrere Hersteller heutzutage so verbauen. Also komplett ambidextrous bzw. beidseitig nutzbar. So, der nächste Pluspunkt bei beiden Modellen ist natürlich weiterhin das sehr geile Federschnellwechselsystem. Die Schraube auch vom Spring Guide hinten schön gerändelt. Man kann es mit der Hand ganz easy aufschrauben, wieder zuschrauben. Und auch die Schraube eben gerade im Vergleich zu Specna Arms nicht irgendwie hier 25 mm lang gemacht, damit man da hinten kein Akku mehr sauber reinbekommt, sondern relativ schlank gehalten. Finde ich gut. Dementsprechend Federschnellwechselsystem bei beiden Modellen selbstverständlich heute wieder ein Pluspunkt und dementsprechend natürlich auch die Modelle flexibel einsetzbar. Wie am Anfang schon gesagt, gerade diese BC9 9,5 Zoll, sie ist nicht zu lang, sie ist nicht komplett kurz wie eine 6 Zoll. Das ist einfach ein schöner Allrounder. Ihr könnt sie mit 1,7 oder 1,8 Schuhe spielen. Ihr könnt das Ding aber auch mal mit in eine Halle nehmen, da sie eben nicht so ellenlang ist und vielleicht bloß mit 1 bis 1,2 Schuhe spielen. Finde ich einfach klasse sowas. Dementsprechend Federschnellwechselsystem ein Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt sind die Internals. Da könnte man eigentlich nur ansprechen, gut, die Gears sind halt Standard China Gears, wie man es bei anderen Herstellern genauso drin hatte. Specna Arms, Arcturus, scheißegal. Entschuldigung, egal. Ist alles das Gleiche. Also hier auch, die Gears sind in Ordnung, der Rest ist wirklich klasse. Und warum ich das heute speziell als Pluspunkt gebe, auch der Zylinderhead am Sorbo noch weiter verbessert, jetzt eben nicht mehr wie bei der Generation 3
das harte Sorbo-Pad, sondern jetzt ein deutlich weicheres Sorbo-Pad drin. Und das verschönert einfach auch ein bisschen den Klang von der Gearbox. Der Aufprall, der wird schön dumpf und eben nicht so hell, so schepprig. Haben sie gut gemacht, finde ich. Die Nozzle-Dichte Zauber ab, der Pistonhead-Dichte Zauber ab. Das sind einfach out of the box, muss man sagen, grundsolide Internals. Dementsprechend Internals ein Pluspunkt. Natürlich, es ist kein Retro-Arms-Piston drin, es sind keine 13-1er Gears drin, aber out of the box ist das definitiv vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Kann man auspacken, 11-1er dran, kann man seinen Spaß mit haben und muss jetzt nicht anfangen, hier großartig rumzubasteln und rumzudoktern. Klasse, also Internals. So, der nächste Pluspunkt, den muss ich jetzt ein bisschen splitten. Den gebe ich zunächst mal Klangbild. Und das habt ihr hoffentlich vorher, oder ich hoffe, dass ich es vorhin schön einfangen konnte. Diese BC9 hört sich out of the box für eine China-Knifte perfekt an. Richtig, richtig geil. Shimming perfekt, Motoreinstellung perfekt. Der Aufprall wird schön rausgepuffert. Und auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mündungsbremse sogar auch noch irgendwas am Klang verändert. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber das Ding hört sich so brutal geil an. Macht mega, mega viel Spaß. Und wie vorhin auch schon kurz angesprochen, beim Allgemein, glaube ich, oder beim Klangbild, wenn eine SAEG zum Kreischen anfängt und hell ist, dann macht sie einfach nicht so viel Spaß, wenn ihr einfach dieses schnelle Blablabla, das ist einfach geil. HPA-Spieler und GBB-Spieler wissen natürlich, was ich meine. Die graust natürlich davon, wenn da irgendein SAEG-Spieler neben ihnen ist und finde ich auch. Also, wenn sich eine SAEG gut anhört, hervorragend, und das macht die BC9. Die hört sich einfach klasse an. Die Skeletor dagegen, die hört sich auch gut an, ist aber vom Klang von den Gears nicht so sauber gewesen wie die BC9. Die Schimmung ist aber exakt 1:1 identisch. Ich gehe davon aus, dass bei der Skeletor der Motor vielleicht um 0,1, 0,2 vielleicht ein bisschen zu weit draußen ist und dementsprechend das Zahnspiel minimal zu hoch ist zum Bevel Gear. Könnte man vielleicht noch mal ein bisschen weiter reinschrauben, den Motor. Aber hier aufpassen, die Einstellschraube von E und C ist mit Schraubensicherung gesichert. Die müsst ihr erstmal lösen, damit ihr überhaupt den Motor einstellen könnt. Aber wie gesagt, gerade in Bezug auf die BC9, Klangbild, sauber, hervorragend, macht mega Spaß. So, der nächste Pluspunkt ist dann natürlich wieder identisch. EFCS MOSFET-System, Bugatti Core drin, wie man es mittlerweile gewohnt ist. 4 Jahre Gewährleistung drauf, Zyklenüberwachung. Die Knifte kann nicht jammen, 11,1 Volt, auch mit mehr Milliampere-Stunden problemlos möglich. Raucht euch nicht ab, verschleißt nicht schnell, Mikrotaster einmal dran. Also EFCS MOSFET, ja, natürlich ein Pluspunkt bei beiden Kniften. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei dem EFCS sind, ebenfalls ein Pluspunkt, was eben bei den Modellen sehr, oder was ausgefallenes ist und bei keinem anderen Hersteller zu haben ist, beziehungsweise so darf ich es nicht sagen. Hier eben der Abzug als Hair-Trigger konfigurierbar. Bedeutet, ihr habt hier unten so einen kleinen Gewindestift drin und könnt dementsprechend hier einen ultra feinen und kurzen Abzug einmal direkt out of the box einstellen. So, und warum natürlich nicht einzigartig? Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Specna Arms mit dem Aster oder so habt, könnt ihr natürlich in der Software den Abzug ebenfalls einstellen. Hier eben spezieller Speed-Trigger fürs mechanische System. Nennen wir das Ganze mal so. Und ja, ich weiß, manche mögen den Hair-Trigger nicht, die mögen lieber ein bisschen mehr Weg. Ich finde es einfach geil. Hier direkt die Sicherung und dann hier zack, gib ihm. Einfach sehr kurz, sehr knackig. Schöne Sache. So, und der letzte Pluspunkt, wie gesagt, sind wirklich viel. Der letzte Pluspunkt ist jetzt eben auch bei der Generation 4 neu hinzugekommen. Das ist die Hop-Up-Kombination. Es ist zwar eine stinknormale Hop-Up-Kammer, die ist exakt identisch, nur dass er halt blau ist, zur Lancer Rotary, zur Novridge SSR4. Also da gibt es auch wieder irgendeinen Hersteller in China, der fertigt halt die Hop-Up-Kammer in unterschiedlichen Farben und je nach Hersteller kaufen sie das Zeug halt dann ein. Aber das Ding, die Rotary ist gut, ist zwar Kunststoff, aber sie tut, was es soll. Und jetzt eben auch ausgestattet mit einem guten Bugatti-Bucking in Kombination von dem Tensioner. Und dementsprechend funktioniert das Ding mit 0,3 wirklich perfekt. Also hier nochmal im Vergleich zu der Generation 3 nochmal verbessert, muss ich sagen. Finde ich klasse. Und auch eben gerade in Bezug zum Beispiel zur Syma Nova, da haben sie es ja immer noch nicht fertig bekommen, besseres Bucking reinzustopfen. Hier ist alles out of the box bereits getan. Finde ich gut. Also, letzter Pluspunkt, Hop-Up-System, Bucking, Tensioner, Hop-Up-Kammer. Der Lauf ist ein 603er, aber ist letztendlich ein stinknormaler Messinglauf. Wenn der kaputt ist oder zerkratzt ist, kann man immer noch einmal auf Edelstahl zurückgreifen.
So, ganz perfekt ist es leider nicht. Da habe ich ein paar Neutralpunkte noch notiert. Sprechen wir diese ebenfalls durch. Und hier der erste Neutralpunkt, welcher sich speziell nur auf die BC9 einmal legt. Das ist der Schaft hinten bzw. das Einlegen des Akkus. Das habe ich euch gezeigt. Ihr müsst es reindrücken, dann müsst ihr da irgendwie einen Schraubendreher oder irgendwas durchschieben, damit ihr den Schaft nach hinten runterziehen könnt. Bedeutet, ihr müsst immer irgendwas dabei haben, einen Inbusschlüssel, einen kleinen Schraubendreher oder irgendwas. Andernfalls ist es euch nicht möglich, hier ohne Werkzeug den Akku zu wechseln. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Ja, es funktioniert, aber man braucht, wie gesagt, Werkzeug. Hätten es vielleicht auch irgendwie ein bisschen benutzerfreundlicher umsetzen können. Wie gesagt, bei der Skeletor, ja klar, abziehen, zack, fertig, Akku rein und gut ist. Also hier besonders bei diesem BCM-Schaft, Akku einlegen, nicht ganz so geil. So, jetzt kommen wir nochmal zum Neutralpunkt und dieser bezieht sich aber diesmal nur oder jetzt nur auf die Skeletor und es ist die rote Eloxalschicht, auch gerade bei den Magazinen oder bei den Magazinen. Das sieht super aus, das Modell, auch das Rot ist schöner Kontrast, dieses Metallic-Rot, ich finde es sehr, sehr schön, aber die Eloxalschicht, gerade wie gesagt an den Magazinen, ist deutlich anfälliger im Vergleich zu den schwarzen und dementsprechend auch vielleicht beim Feuerwahlhebel oder sowas. Bedeutet, es ist einfach von der Beschichtung ein bisschen dünner und ihr könnt schon davon ausgehen, klar, wenn das Magazin mal runterfällt, ist es vermackt oder es ist zerkratzt. Wenn ihr die Knifte irgendwo mit dem Feuerwahlhebel oder mit dem Forward Assist auf einen Stein oder so drauflegt, habt ihr Magge seitlich drin. Dementsprechend gebe ich einen Neutralpunkt auf das Thema Eloxalschicht bei der Skeletor. Nicht ganz so ja, solide von der Beschichtung her wie jetzt hier bei der BC9. So, ein weiterer Neutralpunkt ist Thema Magazinfitting bei E&C. Das hat man schon immer, das ist auch bei der SMR war das schon immer so, beim M16. E&C hat am Receiver oder an den Magazinschächten immer ein kleines bisschen, oder die sind einfach ein kleines bisschen minimal größer wie vielleicht bei anderen Herstellern und dadurch kommt es einfach häufig vor, dass viele Magazinhersteller doch relativ stark im Magazinschacht innen drin rumwackeln und rumklappern. Bedeutet, man muss wieder nachhelfen, je nach Magazinhersteller, bisschen Isoband innen drin rein oder eine dünne Schicht Velcro oder so, damit eben die Magazine nicht so wackeln. Natürlich nicht bei jedem Magazin. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Es gibt natürlich auch Magazine, die super drin passen vom Fitting und auch super funktionieren. Aber gerade auch im Vergleich zu Arcturus zum Beispiel, da hat fast jedes Magazin wunderbar drin gefeedet und vom Fitting ebenfalls sauber drin gesessen. Also hier E&C Fitting Magazinschacht ist okay, ich würde es nicht kritisieren, man muss es aber halt ein kleines bisschen beachten, wenn einem das auf den Zeiger geht. Wenn ihr jetzt Polymermagazine verwendet und kein Stahlblech, dann ist es wurscht, dann klappert es natürlich nicht. Das ist es eben nur, weil es ein Blechmagazin ist. So, und der letzte Neutralpunkt ist leider ein bisschen der Preis. Ja, Inflation, Materialkosten, ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendwie die Beschichtung mehr Geld kostet, aber die BC9 kostet mittlerweile, oder kostet jetzt 530 € und die Skeletor kostet 500 oder soll 550 € kosten. Das ist leider teuer, Leute, das ist wirklich teuer. Und warum? Weil wisst ihr, hätte ich jetzt vor 2 Wochen kein Review zu der Arcturus gemacht, dann hätte ich gesagt, aufgrund der Inflation ist das in Ordnung. Aber wenn man sich einfach mal den direkten Vergleich nimmt, ja, die E&C ist wunderschön, keine Frage. Wenn man aber jetzt den direkten Vergleich mal nimmt, Arcturus, gleiche Features drin, hat auch ein Federschnellwechselsystem, vielleicht nicht ganz so benutzerfreundlich mit der Schraube hinten, aber es funktioniert genauso. Ist auch beidseitig nutzbar, ist von der Hop-Up-Kammer erstmal in Ordnung, hat einen Starrlauf drin, hat einen 19K High-Torque-Motor oder Super-High-Torque-Motor drin. Und die kostet, was haben die gekostet? 400, das teuerste Modell, glaube ich, lag bei 430 für 440, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ihr seht fast 100 € günstiger wie die E&C-Modelle. Und da hat sich meiner Meinung nach Begadi irgendwie Konkurrenz ins eigene Haus geholt. Und wie gesagt, ja, ich feiere die E&C-Modelle. Ich finde, es sind einfach unheimlich schöne und ausgefallene AR-15-Modelle. Super, und auch im direkten Vergleich, was mittlerweile VFC kostet, MCX oder HK416D zum Beispiel, die kosten 700 € die Kniften. Da ist das noch in Ordnung. Dementsprechend gebe ich es als Neutralpunkt und nicht als Kritikpunkt. Wie gesagt, es gibt immer Kniften, die einfach deutlich teurer sind, aber nicht an die Performance von E&C rankommen. Natürlich, es gibt aber auch günstigere Kniften, wo vielleicht hier und da nicht 100% perfekt sind, aber halt 100 € weniger kosten.
Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Der Preis, Inflation, klar, muss man berücksichtigen. Ich finde sie klasse, ich finde sie wirklich klasse. Performance ist sauber, Klang ist sauber, Internals, Feder-Schnellwechselsystem, alles in Ordnung. Aber man muss halt für so ein Modell mittlerweile doch relativ viel Geld einmal auf den Tisch legen. Finde ich ein kleines bisschen schade, aber gut, lässt sich halt nicht ändern. So Leute, das soll es gewesen sein. Wollt ihr jetzt noch irgendetwas ergänzen zu diesem Review? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen oder habt ihr weitere Fragen? Habt ihr vielleicht euch auch irgendwie so eine E&C Gen 4 mal gekauft und möchtet etwas ergänzen? Nimmt einfach das Kommentarfeld, ballert rein. Ich werde es auch oben anpinnen, wenn sich jemand wieder Mühe gibt und vielleicht auch sein eigenes Fazit ein bisschen preisgibt. Denn mehrere Meinungen sind immer besser wie nur eine. So, wie gesagt, Kommentarfeld nutzen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.